Moin zusammen und herzlich willkommen bei der dritten Ausgabe des Pixel Buddies Podcasts, eurem All-Inclusive Podcast rund um Videospiele und die Videospielindustrie. Ich bin Michael, ich bin heute hier mit Michi, Hallo. mit Kira Hey. und mit Tristan. Hallo. Und falls euch zwei Sachen irritieren, zum einen erkältet, das erklärt die Stimme. Zum anderen, die letzte Folge war tatsächlich die Folge 2, nicht die Folge 4. Deswegen gehen wir jetzt mit der Folge 3 weiter. Und diesmal ist es richtig. So, hat nur ein paar Folgen gedauert, bis ich bis 3 zählen gelernt habe. Wir haben ein paar Themen für euch am Start. Und wir steigen direkt erstmal ein mit einem Thema, das zuletzt aktuell war. Und zwar ist das noch im weitesten Sinne der Launch von Assassin's Creed, denn der hatte Folgen für Ubisoft. Wer hat das Thema von euch gerade am ehesten parat und kann das vielleicht so ein bisschen umreißen? Ich glaube, das ist schnell umrissen mit Ubisoft macht 'n kleinen Ausverkauf. Ich glaube, das ist die Kurzzusammenfassung. An sich geht Ubisoft ja jetzt hin, hat 'nen Tochterunternehmen gegründet, wo die Haupt-IPs drin sind, unter anderem Assassin's Creed, und da ist Tencent zu 25% oder so was, glaube 25, ja. 25% beteiligt. Das heißt, die haben da 'n ziemlich großen Einfluss auf die Haupt-IPs von Assassin's Creed, und ich hatte ja beim letzten Talk, wo wir darüber gesprochen haben, gesagt: „Ich hoffe, dass das nicht passiert." Und es ist passiert. Ja, Ja, tatsächlich, 1,16 Milliarden haben sie reingebuttert, ne? Und damit haben die auch mit Sicherheit einiges mehr zu sagen. Dann hoffen wir, dass es gut verläuft. Aber Ubisoft kann mit dem Geld ordentlich was machen. Also hoffen wir, dass die meisten Entwickler angestellt bleiben. ja, das ist das, wo ich mir halt nicht ganz sicher bin. Denn wenn die größten IPs ausgelagert werden, sind das ja auch die IPs, die am meisten Geld bringen für Ubisoft. Ja gut, aber es ist 'n Tochterunternehmen, also das ist, Wobei bei Ja, Far Cry die größten IPs, weiß ich nicht. Far doch, Cry, doch, doch. verkauft sich gut. Verkauft Ja. sich Ähm, gut, ja. Anno auch, aber das ist zum Beispiel ja nicht mit in diesem Topf. Oh, zum Genau. Glück. Und Rayman und so ist da auch dran vorbeigeschreddert. Von daher die Frage, so, ob diese IPs dann im restlichen Ubisoft, so in zurückgebliebenen oder halt in dem alten Konstrukt von Ubisoft irgendwie weiterentwickelt werden und ob die dann aber auch quasi, ob die Erwartungshaltung ist, dass die da mit den IPs irgendwie die Tausenden von Mitarbeitern, die ja haben, irgendwie auch weiterhin angestellt halten. Ja. Was für mich 'ne ganz, ganz große Frage ist, und das sage ich jetzt mal direkt, wenn wir irgendwelche Ambitionen hatten, dass unser Podcast in China gehört wird, werden die damit jetzt zerstört. Äh, für mich ist 'n großes Problem erstens, was die Ausrichtung angeht, aber auch einfach, was den Einfluss von Tencent und dadurch auch die chinesische Regierung auf die Ubisoft-Spiele, aber auch auf das also auf den Mutterkonzern dann haben wird, weil das ist ja auch die Frage, auch wenn's 'n Tochterunternehmen ist, wird da, denke ich mal, auch einfach Druck auf Ubisoft aufgebaut. Und das sehe ich auch kritisch, weil da wird viel Zensur betrieben aus China über Tencent. Das sollte man nicht unterschätzen. Da wird sehr viel Einfluss genommen, und das ist auch, was ich jetzt befürchte, was mit den Spielen passieren wird. Weil Tencent, wenn die einsteigen, die wollen natürlich, denke ich mal, auch vermehrt den Markt in China angreifen mit diesen Spielen und da Geld scheffeln. Ist halt ein großer Markt, muss man auch sagen, wie es ist. Ähm, aber das sehe ich unfassbar kritisch, was da kommen wird, plus halt auch einfach die Ausrichtung Tencent. Ich sage immer noch, i ich predikte es hier, mal sehen, ob es stimmen wird, aber es wird irgendein Gacha Assassin's Creed Game geben, hundertprozentig, und Ezio wird dann die seltenste Figur werden. Das sage ich hier, und ich glaube, das wird passieren. Ja, es muss, glaube ich, an der Stelle nicht mal zwingend Zensur sein oder so, sondern es kann ja auch einfach das Fördern von bestimmten Ideen und Spielen gegenüber anderen sein, die halt die Werte der chinesischen Förderfirma dann irgendwie mehr abbilden oder so, da politisch mehr auf einer Wellenlänge Länge liegen wie andere Sachen. Ist auf jeden Fall spannend. Ja, ich denke, ich finde die Idee, dass Ubisoft
also grundlegend die Idee, dass Ubisoft da einen anderen Partner mit reinnimmt, der auch inhaltlich was dazu beitragen kann und möchte, finde ich erstmal nicht verkehrt, weil ich gerade bei diesen Haupt-IPs der Meinung bin, dass die teilweise sehr in runtergewirtschaftet wurden. Es hat mich tatsächlich jetzt das neue Assassin's Creed überrascht mich, weil es kommt hier gut an, weil sie da auch einige neue Sachen gemacht haben und das hat ja zuletzt stark gefehlt. Es überrascht mich, dass sie das jetzt noch mal hingekriegt haben. Aber davon unabhängig ist es natürlich einfach unglaublich schwierig, so ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, das seine weitreichenden Tentakelchen in jede Ecke streckt, und dann eben noch und das ist einfach so, ohne das jetzt böse zu meinen, aber wir wissen nun mal, dass gerade große chinesische Firmen das eben auch oft nicht ohne Hintergedanken tun. Und die wollen eben auch, das unterstelle ich jetzt einfach mal, einen gewissen Einfluss auf den westlichen Markt ausüben und das eben auch, so wie Tristan schon gesagt hat, inhaltlich und auch zensurmäßig und unter anderem, um auch da mehr Fuß zu fassen in China selber, mit ihrer neuer Akquisition, sage ich jetzt mal. Ähm, aber auch grundlegend, denke ich, Ja, eben in den westlichen Markt einzugreifen. In Civilization wäre es das Spielen auf den Kultursieg. Ja. Ja, also ich glaube, du kannst da brauchst du gar nicht sagen, ich unterstelle Ihnen das ist ja ein Fakt. Das ist also, ich glaube, da muss man nicht von man glaubt, Ja, oder Unterstellung reden. Das ist einfach so, das ist ein Fakt. Man muss nur gucken, wie chinesische Firmen, nicht nur Tencent, sondern ganz allgemein Firmen aus China von der Regierung einfach gepusht werden, da Einfluss zu nehmen. Man erinnert sich noch zum Beispiel an den einen NBA-Skandal, wo ein Spieler, ich weiß nicht mehr von welcher ja, Mannschaft, die ja, aber von der chinesischen Firma gesponsert wurde, ich glaube, irgendwas wegen Tibet getwittert ja, hat ja. und sich der eine Spieler dann da live vor der Kamera hingestellt hat und sich entschuldigt hat und China angepreist hat mit einem Gesicht, wo man direkt wusste, ja, der hat gerade seine Seele verkauft. das, ist, das ist ein Fakt. Hier möchte ich übrigens mal kurz darauf verweisen, die GameStar, so kritisch wie ich sie sehe, hat ein sehr, sehr gutes Video dazu rausgebracht. Äh, Ich glaube, man muss gerade in so seltenen Momenten, wo deutsche Videospieljournalisten tatsächlich journalistische Arbeit treiben, das auch mal hervorheben. Die haben vor kurzem auf YouTube da einen sehr, sehr guten Bericht drüber abgeliefert, der Oh, tatsächlich journalistisch ist und nicht clickbaity oder irgendwas anderes. den muss ich mir mal vormerken. Ja, Mhm. will ich an der Stelle auch mal erwähnen. Finde ich wichtig, wenn unsere deutschen Journalisten gute Arbeit abliefern, dass man das auch mal erwähnt. Und da wurde genau das auch aufgegriffen. Ich denke auch aufgrund der Thematik jetzt, die da mit Ubisoft kam. Ich denke mal, die haben das gestartet, bevor das angekündigt wurde, weil es hat sich ja auch einfach schon abgezeichnet, dass das passieren kann. Ja, definitiv. Und sie sichern sich da bestimmt auch auf aller Seiten ab, also vertraglich, bevor sie da überhaupt Geld reinpacken, dass da irgendwie was festgelegt ist, was sie dann dürfen oder was Ubisoft dann entsprechend akzeptieren muss. Also Ansonsten ist die das halt, hunderte Seiten Vertrag, die da für sowas ja. aufgesetzt werden, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Und Und selbst, sie üben ja auf irgendwie überall so Druck aus. Also jetzt nicht unbedingt die Firma an sich, sondern auch, wie du sagst, die Regierung ist halt, sagst du da irgendwas gegen die oder ja, erwähnst du irgendwo Taiwan, dann ist halt schon Schicht im Schacht, ne? Es gibt so Du wirst viele, halt, die sich, Entschuldigung, ja, alles gut. Es gibt halt so viele, die sich dann entschuldigen müssen offiziell und weiß ich nicht. du wirst halt in China als Firma gar nicht erst groß. Du wirst niemals so groß, wenn du nicht regierungskonform bist. Ja. ja. Ja, Deswegen mal gucken, was dabei rumkommt. Ich traue dem nach, weil ich glaube, es wird nicht schön. Ich bin da sehr, sehr pessimistisch. Aber gucken wir mal. yes. Das kann ja noch gut werden. Es kann auch gut werden. Auch vielleicht erwarten sie ja nur exorbitante Gewinne. Dann Was schon schlimm genug wäre, war schon, eigentlich. ja, Ja, aber dann sehen wir, was Weiß ich dann da jetzt nicht, ob das rauskommt. anders ist bei anderen Shareholdern. Das ist, glaube ich, genauso wie bei Hasbro. Hasbro ist auch jedes Jahr so viel Prozent mehr Gewinn und sonst ist es natürlich schlecht. Das sieht man bei Wizards of the Coast. Magic-Sachen werden jedes Jahr haufenweise teurer. Ähm, Dungeons and Dragons haben sie gerade irgendwie gegen die Wand gefahren, mehrmals. Oh, das haben sie aber gerettet.
Würde ich jetzt nicht sagen. Das ist mir neu, dass das gerettet ist. Die Und machen gut Kohle aktuell damit. ja, und die wollen halt auch gewinnen. Und das kann natürlich auch sein, dass Tencent da, wie bei League of Legends, einfach reingeht, weil sie da verlangen, dass da immer mehr Gewinn rauskommt. Ne? Klar. Ja, das ist allerdings ja nur das eine Thema, was an einer anderen Stelle rauskommt, konnten wir uns, davon konnten wir uns die Tage überzeugen, denn gerade läuft der riesige Information Blowout zur Nintendo Switch 2. Es gab die große Direct, die Preise sind angekündigt worden. Es gibt diverse Hands-on-Previews, die heute rausgekommen sind. Und ich glaube, da haben wir alle eine Meinung zu. Ja. Wollen wir Wer, vielleicht wer will erst, anfangen? Wer will mit dem Rant anfangen? Ja. wollen wir Erstmal die vielleicht erst Fakten. über die Direct und die Fakten sprechen und dann über Okay. Preispolitik zum Beispiel. Dann einmal ganz pauschal gesagt, so die Direct, ungefähr eine Stunde lang, die Nintendo Switch 2 wurde vorgestellt, neben einigen technischen Daten, die wir so nicht zu erwarten hatten, wie zum Beispiel ein 120 Hertz VRR-fähiger Bildschirm. Bedeutet, Spielen wird theoretisch super flüssig möglich sein. Und 4K 60 wird für einige Spiele angepeilt. Gab es auch das Release-Datum, 5. Juni wird die Switch rauskommen, an einem Donnerstag. Es gab einen Termin irgendwo versteckt zum Thema Vorbestellen, der theoretisch nächste Woche, ich glaube Montag oder so soll es losgehen. Aber indirekt kann man schon irgendwie an der einen oder anderen Stelle vorbestellen. Das große Launch-Spiel und auch das einzige physisch releaste Spiel von Nintendo, glaube ich, am Launchtag wird Super Mario Kart World sein. Es ist das Geheimnis aufgeklärt worden, wo der große C-Button hinführt. Und ja, insgesamt war es eine Direct, die eine Menge gezeigt hat. Super viele Third-Party-Hersteller waren mit ihren Spielen am Start, also wahrscheinlich der fetteste Support, den Nintendo bisher bei dem Launch von der neuen Konsole hatte oder zumindest seit langem. Und jetzt muss man einfach abwarten, wie die Karten fallen dann am Ende. Die Wollen wir direkt zum Preis gehen? Ich meine, war nicht wirklich Part der Direct. Ja. Wir können aber auch erstmal von Spiel zu Spiel gehen. Also ich Nach glaube, wir können mal Haus. direkt den Elefanten Ja. eigentlich im Raum adressieren. Okay. Also, die Nintendo Switch 2 wird teurer, als wir erwartet haben. Ich vermute mal teurer, als wir alle erwartet haben. Der Mhm. Preis liegt bei 400 und sind's 69? Mhm. Ich dachte, es 70. waren, ja, 70. Sag 70 statt 69, Ähm, 99. ja, oder für einfach nur die Basiskonsole oder 509,99 € für die Basiskonsole und Mario Kart. Mario Kart World. Die Spiele können variieren. Einige Third-Party-Spiele kosten um die 60 €, wie zum Beispiel Street Fighter. Insgesamt werden physische Spiele teurer als gedacht. Das angekündigte Donkey Kong wird digital bei 70 € liegen und physisch bei 80. Mario Kart bei 80 digital und 90 Physisch. als auf Cartridge. Also Ja. ordentlicher Hammer. Und dann gibt es noch diverse Zubehörpreise, die auch ordentlich sind, aber irgendwo noch im vertretbaren Bereich, finde ich zumindest. Der Pro Controller 2 ist bei 90 € und der GameCube-Controller, der neue Wavebird, ist, glaube ich, bei 70 oder so. Habe ich vertretbar gesagt? Jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, ist es doch Ja, eigentlich zu hoch. ich wollte gerade auch sagen. Also. Ja. Und vergiss nicht, Ja. dass das Docking-Set auch nochmal 110 $ kostet. Da kennen wir noch nicht den EU-Preis. Das Docking-Set? Ja. Wenn du ein zweites willst, meinst du? Ja. Okay, Vermutlich. ja, das hatte ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Also das Dock ist dabei in der Standardausführung, aber wenn man ein zweites möchte,
Ja, da haben sie sich auch bei der Switch 1, glaube ich, das war damals irgendwie 80 € extra oder sowas. Oder Das war auch übertrieben teuer, ja. ja, dafür, dass das Dock Obwohl das damals auch nur ein gar nichts Connector konnte. ist. Ja. Ja, ja gut. Im Neuen ist ja jetzt ein Lüfter, das rechtfertigt Aber klar, natürlich über 100 € auf jeden Fall. definitiv. Also, Also, ich habe mal ich habe nachgeguckt, ich bin ja immer so Äh. inflationsmäßig, ist ja auch manchmal gerechtfertigt. Ich bin ja sowieso irgendwie, glaube ich, der Einzige in der Gruppe, der sagt so, ja, Spiele und Qualität sinken, aber Preise steigen. Und ich kann das irgendwie nicht ab. Aber hier in dem Fall waren es, glaube ich, 370 € inflationsbereinigt. Und wenn sie noch ein bisschen Gewinn machen wollen, hätte ich auch noch 399 akzeptiert. Aber 80 € mehr, beziehungsweise 510 € für das Bundle, weiß ich nicht. ja. Was spannend ist, ist, wenn man sich das Ganze global anguckt. Also Ja. irgendwie Mhm. scheint Europa da den schlechtesten Deal erwischt zu haben. Es gibt für Japan eine spezielle Switch 2-Version, die umgerechnet irgendwie sowas wie 320 € kosten wird, aber auf die japanische Sprache limitiert sein wird. Also äh, wenn ihr also um Importen vorzubeugen, mehr oder weniger. Ja, In ich Amerika hätte kostet die 440 € oder 430 €. plus, Ja, aber dann aber bei plus unsere plus Preise Steuern. sind nach Steuern. Ich finde, das Ja, Ja. stimmt natürlich. kann man nicht so 1:1 vergleichen. Ja, also, was ich sagen muss, ist, ich finde die, Preise der Spiele, da kann man drüber diskutieren. Das hatte ich beim letzten Mal auch schon mal gesagt, und dazu stehe ich auch weiterhin, auch nachdem dieser Preis mal bekannt wurde. Ich finde, wenn man sich auch mal anguckt, wie viel Spiele damals so gekostet haben, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern an N64-Spiele, die 60 bis 70 € gekostet haben. Wir haben keine krasse Preissteigerung gehabt mit Videospielen. Was wir stattdessen hatten, ist dieses schleichende Erhöhung durch Mikrotransaktionen, vielen DLCs und bla bla bla. Und ich finde, wenn jetzt ein Mario Kart World rauskommt und 80 €, 90 € kostet und das ist vollgestopft mit Zeug, es kommt keine Mikrotransaktionen, die hauen nicht 50.000 DLCs, die auch wieder viel zu teuer sind, finde ich es gerechtfertigt. Ich glaube aber in der Realität werden wir 20.000 DLCs bekommen, die auch wieder überteuert sind und dann denke ich mir auch so, wofür dann die Preissteigerung außer aus Gier, wenn man dann auch noch bedenkt, dass sie eben nicht Lizenzkosten abdrücken müssen, weil sie auf einer Konsole, Spiele rausbringen, was ja der Grund ist, warum Konsolenpreise im Normalfall teurer sind als, auf Computer, was ich mit der Steam-Abgabe aber auch komisch finde, aber damit haben sie's ja immer gerechtfertigt. Plus Konsolen sind ja subventioniert und die machen Verlust damit. Die Zeiten sind auch vorbei, die machen keine Verluste mehr. Das war früher mal. Konsolen wurden subventioniert, sie waren dadurch günstiger, man hatte 'n leichten Einstieg und die Kohle kam durch die Spiele, die dann teurer waren. Fand ich, war 'n fairer Deal. Jetzt sind die Konsolen unfassbar teuer und die Spiele unfassbar teuer und es gibt Mikrotransaktionen und DLCs und da denke ich mir so: „Das ist 'n Witz." Ja, Nintendo hat ja in der Vergangenheit eigentlich auch bei Konsolen immer so gebaut, dass die ab Tag 1 schon profitabel, mit der Hardware waren. Also, dass da unterstützt wurde, waren meistens Sony und Microsoft. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das beim GameCube auch so war. Der war erstaunlich schnell irgendwie bei 99 € damals. Ähm, aber ja, also bei mir ist witzigerweise genau andersrum. Ich kann den, Hardwarepreis eher verstehen. Also, wir haben, wie gesagt, alle mit 399 € gerechnet, mehr oder weniger, glaube ich, so in dem Bereich. Die Switch OLED hat, glaube ich, immer noch eine offizielle Preisempfehlung von 350, meine ich, irgendwo. Und, dass die da drüber liegen werden und nicht die gesamte Switch-Reihe, ähm, reduzieren werden, dafür hatte ich irgendwie erwartet, weil die Switch weiterlaufen wird als Einstiegsmodelle für eine Weile, glaube ich. Und, da einmalig irgendwie 50 € mehr zu bezahlen, okay, kann ich nachvollziehen. Die, Wirtschaftslage ist gerade mit, auch von Seiten der USA aus gerade irgendwie merkwürdig und, Inflation und Rezession und so geben sich gerade die Hand und es ist alles, irgendwie bescheuert, wenn man so ein Ding verkaufen will, in dem 'ne Menge cooler Hardware drin ist, was wir auch irgendwie so, es ist jetzt nicht so, dass die uns da, 'n völlig unterpowertes Ding verkaufen oder so, sondern es wirkt zumindest so, als dass das Gerät, das wir da bekommen, auch tatsächlich State of the Art ist für das, was es ist.
Also, das wird ja, okay, kommen wir gleich noch mal zu. Ähm, aber ich finde die Spiele 90 € für Mario Kart ist krass. Also, wenn die für ihre Flagship-Titel, für das nächste Zelda, für das nächste 3D Mario und so in die Preisregion vorstoßen, finde ich das schon richtig hart. Ich meine, klar, du hast recht, früher waren Spiele auch schon mal teurer, aber das war ja auch irgendwie darauf zurückzuführen, dass die Mikrochips, die die für, Cartridges verbaut haben, insgesamt auch viel teurer waren, als 'ne CD zu pressen. Also, die eigentliche Hardware, die man mit dem Spiel bekommen hat. Die Äh, ist bei der Switch 2 aber auch tatsächlich teuer, muss man dazu sagen. Ich finde die 10 € Preisunterschied finde ich, gerechtfertigt, auf jeden Fall, aber ob die 80, 90 €, das ist was anderes. Sorry, wollte ich nur kurz einwerfen. ja, alles gut. Hm, ja, ich glaube, bevor wir zu Spiele-Update-Preisen und so kommen, bleiben wir noch mal kurz da. Ja, ich finde, die Preispolitik finde ich vor allem ich tue mich immer wirklich sehr schwer damit zu sagen, ein Spiel ist das Geld nicht wert, ähnlich so wie Tristan auch. Ich muss aber sagen, dass ich da bei Nintendo noch mal 'n anderen Standard ansetze, weil ich der Meinung bin, dass Nintendo sich insbesondere mit der Switch, aber eigentlich schon immer in ihrer Firmenhistorie, sich immer dadurch abgehoben hat, dass sie sich besonders auf Familien auch konzentriert haben. Und wenn ich mir die Switch angucke, eben im Vergleich zur PlayStation oder auch zur Xbox, bin ich der Meinung, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die vergleichsweise einen größeren Anteil an Kinder und Familien als Kunden haben. Und das macht für mich einen Unterschied, ob ich als Erwachsene mir sage: „Ich gebe dieses Geld aus. Ich habe dieses Geld verdient, wie auch immer. Ich gebe dieses Geld dafür aus für mich.“ Wenn ich jetzt aber mir überlege, dass da vielleicht eine Familie sitzt mit 3 Kindern und gut, dann kriegen die 3 Kinder zusammen an Weihnachten die Switch, dann gibt's das im Bundle mit einem Spiel, weil mehr können wir uns nicht leisten, weil wir ja auch mindestens 3 Controller brauchen. Und das finde ich dann schon, wenn wir dann bald auf die 1.000 € zugehen, das finde ich wirklich schwierig. Ja, ich hatte, weil du Tristan, weil du gerade sagtest, keine DLCs und so. Ja, also der Preisunterschied zwischen physisch und digital ist klar, völlig gerechtfertigt. Ich denke nur 10 € oder 15 € weniger vom Gesamten von den Spielen würde es jetzt auch nicht wehtun. Und die würden eine breitere Masse reichen. Also, ich würde es dann auch kaufen. Und, was die DLCs angeht, an sich, die haben nur 256 Gigabyte interner Storage. Warum Ja, nicht 1 Terabyte? Also, das sind 50 Cent mehr in der Produktion oder so. Hätte man Ja, machen gut, können. das ist nicht so, aber Und, Aber 50 Cent mal 100 Millionen. ja gut, aber dafür kriegen sie natürlich auch mehr Geld dann. Und kein Ja. OLED-Display. Da ist wieder die ja. Frage, ja, wollen sie das ja, zu Weihnachtsgeschäft noch mal 'ne ja. neue Version raushauen, die dann noch mal 'n bisschen teurer ist, oder Nicht mehr dieses Jahr, aber davon können wir ausgehen, ne? So in 'n Ja. paar Jahren, das ja. das Refresh-Modell wird wahrscheinlich 'n OLED-Screen haben. Was du grade sagtest, Kira, mit dem, äh, Geschenke und dass es für Familien schwieriger wird zu, erhalten. Also, irgendwie hast du da auf jeden Fall 'n Punkt. Die Das Ding ist jetzt am Anfang erst mal für die Nintendo-Kernfans mehr oder weniger, Ja, die so ja, oder so zugreifen werden, die definitiv. auch 'ne Wii U getragen haben damals, Ja. plus, die Leute, die sich's leisten können irgendwie und die, da dann wahrscheinlich auch für ihre Familie mitziehen. Gleichzeitig haben sie aber auch eine Sache vorgestellt, die 'ne Weile nicht mehr am Start war und da hatten wir, glaube ich, in dem ich glaube, im Handheld-Special oder so schon mal drüber geredet. So 'ne Art Game-Sharing ist jetzt auch wieder mit am Start. Mhm. Also, Das Yes, theoretisch finde ich gut. Download-Spiel ist back. genau. Ne, das finde Theo ich auch gut. Und ja, über Internet. Und Ja. über Internet. Wobei die ja, Qualität, die man gesehen hat, lässt zu wünschen übrig. Nein, 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 das war das Screensharing. Das ja, Download-Spiel über Internet, du lädst das dann runter. Ach so, Das genau. Spiel das tatsächlich, also ja. Eine Person kauft sich Mario Kart ach so, und, mindestens eine andere, ich weiß nicht ganz genau, wie sie's hm, dann am Ende aufteilen wird, kann in 'nem reduzierten Modus dann, mitspielen. Wahrscheinlich. Also, Details gibt's zu dem Ganzen noch nicht, aber wenn's ungefähr so läuft wie damals mit'm DS, dann, wird's wahrscheinlich so ausfallen, ja. Ähm, also, ich gehe jetzt noch mal kurz auf die Preise, weil da habe ich auch 'n paar Themen. Also, einmal das mit das von dir, Kira, finde ich auch,
unterstütze ich, weil ich habe schon länger so ein bisschen den Dorn im Auge, was ich auch schon länger erzähle, ist, dass Konsolenspiel nicht mehr das ist, was es früher mal war. Deswegen halte ich übrigens die Xbox Series S sehr, sehr hoch, auch wenn sie ein bisschen zu wenig RAM hat, aber grundsätzlich, weil das ist eine Konsole. Ein günstiger Einstiegspreis, den sich viel mehr Leute leisten können, weil wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt viele Regionen, wo solche Produkte extrem besteuert sind. Sieht man mal Richtung Brasilien. Ich glaube, Indien ist da auch sehr, sehr extrem, wo Hardware viel, viel teurer ist. PC-Hardware, Konsolen-Hardware, Spiele selber auch. D die solche Produkte sich das rechtlich leisten können. Und das ist eine Entwicklung auch mit der PS5 Pro und sowas, die ich sehe, wo ich mir denke, was soll denn das? Wird Videospiele so ein krasser Luxus, dass sich das wirklich nicht mehr eine Familie auch so leisten kann. Das finde ich sehr, sehr kritisch. Und was ich da dann umso kritischer finde, ist, wie gesagt, mit den Preisen kann man vielleicht sogar noch diskutieren von den Spielen, aber der Switch 2 Pro Controller für 90 Ja. Euro. Also, und der GameCube für 70, als ich das gesehen habe, bin ich komplett aus allen Wolken gefallen. Also, das kann nicht deren Ernst sein. Der Switch 2 Pro Controller hat nichts, was diesen Preis rechtfertigt. Ein Elite 2 Controller von Xbox kostet, ich glaube, so 110, 120 Euro. Der Preis ist insofern gerechtfertigt, dass da erstmal sehr viel Accessoire, neue Funktionen und sowas drin sind. Und es ist ein Nischenprodukt, was nicht so in dieser Masse hergestellt wird und dadurch teurer sein muss, um die Produktion zu rechtfertigen. Das ist beim Switch 2 Pro Controller nicht der Fall. Das ist ein ganz normaler Controller, der voll in der Masse produziert wird, nichts Besonderes kann, keine Accessoires hat, die man austauschen kann, wo man irgendwas einstellen kann. Nichts. Das ist nur greedy. Da habe ich mir wirklich gedacht, und auch die Kamera für 60 Euro. Ich bitte Ja. dich, das ist eine 30-Euro-Kamera. Ja, Das ja. hat man schon Ja. direkt gesehen. Ne? Ja. Also, das ist ein Witz. Und dann halt der eigentliche Preis von der Konsole ohne OLED-Screen mit 256 Gigabyte. Es ist ein bisschen mehr als 50 Cent. Aber zumindest einen halben Terabyte, da sind wir tatsächlich in einem kleineren Euro-Bereich. Das wäre mal sinnvoll. Die Micro-SD-Karte Express ist der Preis okay. Die Express-Karten sind ein bisschen teurer. Aber allgemein für das, was wir bekommen, ist der Preis einfach viel, viel zu hoch. Ganz kurz zu den Controllern. Ich muss mich gerade einmal kurz reinschneiden. Ich finde ja, es ist teuer, aber es ist auch eine klare Weiterentwicklung des Switch 1 Pro Controllers. Also zum einen die Extra-Tasten sind mit dabei, du hast einen Audio-Jack mit dabei. Wir wissen noch nicht genau, wie lange die Akkulaufzeit ist. Und was man auch dazu sagen muss, alle Switch 1 Controller werden auf der Switch 2 auch funktionieren. Das ist auch eine Sache, die das nicht ist- selbstverständlich ist, die wir bei anderen Konsolen zum Beispiel auch eher selten sehen, wenn überhaupt. Ja. Also, Also ich Also glaube bei Xbox ist PS4 auf das PS5. Standard. Ja, okay. Ja, Xbox. wegen diesen Gimmicks, die sie da eingebaut haben. Aber ein Audio-Check und die 2 Extra-Tasten, das sind 2 Switches, die nix. Es sind 3 Tasten, Tristan. Ja, Entschuldigung, die C-Taste. die Es C-Taste tut darfst du mir nicht leid. vergessen. Oh Aber Gott, die ja, C-Taste. overall fühlt sich das halt wie bei der PlayStation einfach nur ein Upgrade zu Pro an. Und Ja. das gerechtfertigt halt nicht einfach einen Switch 2 oder den Preis dahinter. Vor allen Dingen, was der größte Aufreger für mich war, man will seine Konsole vorstellen und man sagt, hier, schaut euch das an, so sieht die technisch aus und dann darfst du da auch durch die Konsole durchlaufen, aber du Ja. musst für das Programm bezahlen. Ja, das ist ja wohl. Ja, das kann ich Das nicht ist, verstehen. das Die ist eine Tech-Demo. absolute Frechheit. Ja. Oh, das habe ich schon verdrängt. Das ist wirklich. Also das. Die Eindrücke, die man dazu lesen konnte, sind durchweg positiv. Also die haben anscheinend wirklich ein charmantes Ding da gebastelt. Ja, Aber wie kann man das denn bezahlen lassen? das ist Das ist Ja. unglaublich. Leute Ich verstehe bezahlen, auch nicht damit die sie Idee quasi eine dahinter. interaktive Benutzeranleitung bekommen. Ja, sie wollten. Vor allem ich. Sorry. Entschuldigung. Ja, Ich als Entwickler möchte ja vielleicht, dass meine Kunden mit dem von mir programmierten, mit dieser Welcoming Tour, dass sie all diese neuen Features, die ich da für sie gebaut habe, dass die Leute die alle sich angucken können und dann sich auch denken, oh, ich würde mir gerne ein Spiel kaufen, wo ich das benutzen kann. Aber ganz ehrlich, selbst wenn ich jetzt zu diesem Zeitpunkt der Meinung wäre, ich würde mir die Switch holen, diese Welcoming Tour, die würde ich mir, also für lau würde ich sie nehmen, das ist schon richtig. Aber Ja. in keinem Fall würde ich dafür bezahlen. In gar keinem ich Fall. glaube, sie haben
bei Astrobot abgeschaut. Ich glaube, das hatte damals auch gekostet, aber das hatte sehr viel mehr Umfang. Ich glaube, das ist bei der PS4 am Launch dabei oder PS5 am Launch, ich weiß gar nicht mehr genau. PS5. Das war gratis. Okay. Das war Ja. mit drin. Das ist quasi was Ähnliches gewesen, genau, ne? So eine Welcome-Tour, wo man, die sind mehr auf die Geschichte, glaube ich, von PlayStation eingegangen. Hier geht es ja mehr um die Hardware der Switch 2. Das hätte gratis dabei sein sollen, vorinstalliert. Vielleicht so, du startest zum ersten Mal die Switch 2 und es kommt, Ja. hey, du willst was Neues über die Switch 2 lernen, was ist alles neu? Geh hier rein, guck dir das an, genieß das, genieß die Show. Das wäre High Quality gewesen, das wäre ein super Move von Nintendo gewesen, aber Das also fühlt die sich sind für mich an. so greedy geworden. Als nächstes wird es dann so sein, die nächste Direct wird auch Pay-to-View sein. Ja, Kennen wir den Preis für das Spiel? Nee, ne? Nee, ich habe versucht zu finden, aber ich habe es nicht gefunden. ich sag 30 Euro. Ja, 30 wäre auf jeden Fall zu viel. Ich Also, sag Das- 30. also das Ich wäre- sag aber 30 Euro. Ja. Also Ich sag 10 30 Euro wären schon zu viel, aber 30 wäre wirklich, Ich also sag dann müssen sie 30 brennen. Euro. Ich denke Also auch eher so 10, 15, aber 30 könnte natürlich auch drin sein. So. Also bei den Preisen, die sie bis jetzt Man rausgehauen weiß es haben, nicht mehr, ja. mark my words, übrigens auch mark my words, es wird safe eine Verteuerung von Switch Online kommen. 100%ig. ja, dadurch, Das dass wird- Können wir das mal über wird Switch kommen. Online sprechen? Können wir mal darüber sprechen, dass die C-Button. neue. Ja, der C-Button sowieso. Erstmal, also ich finde Switch Online sowieso eine Frechheit. Punkt. Schon immer. Ja. Und ich finde es noch. Es macht mich wirklich wütend zu wissen, dass die neue, wie nennen sie das denn, die neue Spielebibliothek von dem alten GameCube, dass die Mhm. Switch 2 exklusiv sein wird. Auch das Das macht ist aber technisch Sinn. verständlich. Nein, das Ja. ist verständlich. Die Switch 1 schafft keine Emulation von GameCube. Das packt die nicht. Nee, das schaffen Das- auch Das geht nicht. Retro-Handhelds gerade nur, wenn sie deutlich über einer Switch 1 Hardware Ja. liegen. Also das muss man klar sagen. Das ist verständlich, dass das Switch 2 exklusiv sein wird, ist auch okay. Da bin ich weil- vermutlich technisch nicht ja, bewandert das scha- genug. Also Wenn das aus rein technischen Gründen so Ja, ist, ja. dann könnte ich das fast akzeptieren. Es macht mich trotzdem wütend. Ja, gut, aber Ich möchte die auch spielen. das wird aber nicht passieren. Also du kannst sie vielleicht spielen mit 5 FPS, wenn du Spaß daran hast. Ich glaube nicht. Also das wird tatsächlich nicht passieren. Was ich in dem Zuge frech finde, ist, dass sie groß Wind Waker über GameCube-Emulation anpreisen und kein Wind Waker HD. Einfach ein Port. Es reicht doch ein verdammter Port. Das HD-Remaster ist perfekt. Das sieht super gut aus. Portet es einfach für die Switch und fertig. Was soll Das das? kommt noch. Das HD, kommt noch. HD kommt dann mit dem OLED-Display zu Weihnachten. Das 4K-Remaster. Aber Das hat um mich ehrlich so zu sein, getriggert, dass sie das so angepreist haben. Oh, ihr könnt jetzt Wind Waker auf der Switch 2 spielen. Ja, leckt mich in der normalen GameCube-Variante. Wollt ihr mich verarschen? da bin ich übrigens auf der anderen Seite, denn ich habe mich gefreut, dass es endlich wieder ich mochte den Look von der Wind Waker HD-Variante nicht so gerne. So einige Effekte und so sehen da anders aus. Und ich finde diesen Cell-Shading-Look, den es damals auf dem GameCube gab, nice. Also der ist einfach extrem schön gealtert, finde ich. Von daher für lau in ganz großen Anführungsstrichen, so ist es ja eigentlich nicht, aber als, Abwarten. genau. Aber das ist ja dieses Finde ich, Premium Plus Paket mit Online. Mhm. Da bin ich, denke ich, Erweiterungspaket, Wie auch gesagt, 30 mark my Euro words. im Monat oder so. Stimmt. 40, nee. 40 im Moment. Jahr. Genau, Nee. die Preise sind Sind die, verhältnismäßig, so wenn du wieder mal, ne, wenn du dir die anderen anguckst, du zahlst 20 Euro für Game Pass Ultimate im Monat, wenn du offiziell einfach nur bezahlst. Was du hier immerhin machen kannst, ist dir eine Switch-Familie, also mit Leuten, die das Ganze teilen. Und dann zahlst du pro Jahr, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt gerade für die normale Nintendo Switch Online-Variante bezahle, irgendwie sowas um 8 Euro oder sowas. Also für ein komplettes Jahr. ja, dann geht's. Und das ist vertretbar, aber ich finde trotzdem, es sträubt sich bei mir dafür, alles dagegen für online zu bezahlen. Aus meiner Perspektive zahle ich für Zugang zu einer Retro-Spielbibliothek, Ja. die ich Ja, auf der Switch habe. Und nicht für den Online-Bereich. Wenn ich geht das mir anders genauso. sehen würde, würde mir nämlich auch die Hutkrempe hochgehen. Deswegen habe ich auch aufgehört mit Nintendo Switch Online, weil das im Endeffekt nur darum ging, die Retro-Bibliothek zu spielen und dafür finde ich es frech. Warum kann ich die Spiele nicht einfach einzeln kaufen?
Für 'n Fünfer 'n Ja, Retro-Spiel das finde ich vollkommen in Ordnung. Machen sie auch würden sie mega viel Kohle mitmachen. Aber nein, sie Ja. müssen's da hinter dieser Paywall verstecken. Und ganz kurz, Game Pass Ultimate sind 18 €. 2 € machen schon 'n Unterschied Okay, auf okay, Dauer. okay. Da kriegst du wenigstens auch was. Also, ich finde Switch Online ja, ich hatte es mal 'ne Zeit lang für Animal Crossing. Das habe ich online gespielt. Ich weiß nicht, was ich sonst an Nintendo-Spielen großartig online spiele. Ja, Mario Kart gibt's 'ne große Base. Super Smash Bros. Ultimate fand ich ist online 'ne Katastrophe. Da brauchen wir dafür habe ich's nie Pokémon genutzt. Tekken war damals online 'n großes Ding. Aber das war, Wii U doch schon, oder? Ja. Ja, gab's Das auch für weiß ich die nicht, Wii U. hatte Gab's die für Wii U beides. nie. Okay. Man Und bekommt wie aber viele auch andere. also, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, ne, und jetzt nicht nur also, verstehe ich, so, Smash Bros. War 'n schlechter Online-Multiplayer, das war einfach Kacke. Aber wenn du quasi guckst, was bietet der Service abseits von einfach nur Online-Multiplayer-Spielen, dann kriegst du F-Zero 99, du kriegst, Tetris, du kriegst, diverse Wochenendaktionen, wo du also Spiele komplett spielen kannst, wie zum Beispiel Mario und Rabbids Kingdoms oder so. Das sind also nicht Demos, sondern du kannst aber das komplette Spiel spielen für, 'n Wochenende oder für 'n paar Tage. Und da sind Sachen drin, die sind echt cool. Also, das sind, grade was Tetris 99 angeht oder das F-Zero-Spiel, 'n Massively Multiplayer Online-Rennspiel ist ne, Quatsch, ist mehr oder weniger 'n Battle Royale-Rennspiel, äh, ist, 'ne coole Sache. Sind so die hatten einige Sachen da drin, die vertrete ich. Und mit der Virtual Console auf der Wii U ich meine, 'ne Developer also, die haben ja öfter mal so Interviews mit Entwicklern und so mit drin gehabt und dazu gehörte auch ich meine, das ist M2 in Frankreich, die Virtual Console Emulatoren hergestellt haben. So 'ne ganz kleine Firma, die Nintendo gehört, die aus Frankreich operiert. Und die haben damals, lange Rede, kurzer Sinn, in Frankreich die Firma M2, die Virtual Console Emulatoren entwickelt haben, wurden interviewt und die haben unter anderem gesagt, dass die Verkaufszahlen für den Großteil aller Spiele, ähm, auf der Virtual Console vernachlässigbar wenig war. Ja, man konnte sie kaufen, aber es waren einfach nur einige wenige Spiele, die den kompletten Markt dominiert haben. Und es hat sich an Lizenzkosten und so einfach für andere Spiele nicht gelohnt. Ich finde es auch weiß ich nicht, ne? Jetzt hat man dann halt eher so, okay, die droppen mal so 2 3 skurrile Titel irgendwie mittendrin, aber diese Titel bekommen dann halt auch 'ne Aufmerksamkeit, die sie sonst niemals erhalten hätten. Also, man bekommt 'n Klassiker, in den man dann vielleicht einfach doch mal reinguckt, den man ansonsten einfach völlig ignoriert hätte, weil man direkt zu Banjo-Kazooie geht oder zu Diddy Kong Racing oder so und dann der Appetit für Retro-Spiele dann erst mal wieder gesättigt ist. Ja, aber die Titelauswahl war ja nicht das, was kritikwürdig ist, sondern dass es hinter 'ner Paywall versteckt ist, statt dass man's einfach kaufen kann. Genau, aber dadurch, dass jetzt halt 'n stetiger Betrag reinkommt für diese Titel, ist es halt kann das anders genutzt werden. Also, so 'n Spiel, das die 2017 oder so in den Service gebracht haben, ist bezahlt, denkt kein Mensch mehr dran, ist aber trotzdem noch erhältlich. Äh, bei 'nem VC-Titel kann das sein, dass die Titel droppen, wo sich das einfach nicht rentiert hat, die überhaupt, mit reinzubringen. Ja. Ja, ich habe das eben auch immer so wie du auch gehandhabt. Also, für mich war der Preis dann, um auf diese Spielebibliothek zuzugreifen, was ich grundlegend auch gar nicht es ist okay für mich, obwohl es immer noch zu teuer ist. Aber damit kann ich in dem Moment leben, weil ich diese spiele und auch mehrere von denen spielen möchte. Ähm, aber das Grundding, dieses, dass du für diese ganzen Online-Funktionen bezahlen musst, das fand ich schon immer wirklich daneben. Das hat mich grundlegend in der Regel nicht tendiert, weil ich auf der Switch nicht online spiele, aber ich finde es nicht richtig. Und, grade dann, wenn ich eben, immer wieder betone, wie ich Leute verbinden möchte, dann dafür extra zu bezahlen, was heutzutage ja, finde ich nicht mehr zeitgemäß, ganz einfach. Aber hey, immerhin gibt's jetzt den C-Button und du brauchst nicht eine App auf dem Smartphone, um miteinander zu reden. Ja, ich Ah. warte erst mal ab, wie gut da also ich bin da sehr kritisch,
eingestellt, wie sich das am Ende qualitätsmäßig darstellen wird. Wie die Qualität von dieser Audio ist, insbesondere auch, dann wegen Noise Cancelling und so. Ja. Da lasst uns erst mal Also in der abwarten. Direct Ich Ja, glaube, das auf wird jeden Fall. ich glaube, das wird gut. Sie haben ja dedizierte KI, Hardware mit auf den Chips drauf. Ich weiß glaube, ich das nicht. wird schon Also in der ordentlich. Direct war es Ja, jetzt nicht doch. so perfekt, wie man eigentlich hätte erwarten müssen oder können. Manche haben schon gesagt, Ja. so, ja, dann nehmen sie einfach das Handy wieder und nutzen Discord oder so. Ja, mal schauen. Also, ich würde es natürlich gut finden, wenn man das richtig gut nutzen kann, weil, so wie ich es auch geschrieben hatte in Discord, da ist halt dieses Feeling, dass man auf der Couch sitzt und zusammenspielt oder den anderen beim Spielen zugucken Ich kann, fände das auch richtig gut, gut. wenn Ja. das funktioniert. Also, was ich tatsächlich wirklich richtig geil fand von diesem ganzen Game Chat-Kram, ich meine, das war halt, ich hatte auf einem anderen Discord geschrieben, oh, Nintendo ist im Jahr 2010 angekommen. Stehe ich auch noch zu, ne? Das ist nichts Besonderes. Was Ja, ist cool true. ist tatsächlich, ist diese integrierte Kamera-Feed-Funktion, wo dann die Ja. Profilbilder und sowas, Ja. der Kamera. Das ist ein Gimmick. Da musst du ja nicht drüber reden. Das ist ein Gimmick, aber das ist ein saugeiles Gimmick. Gerade für dieses, man spielt mit Freunden, die woanders sind. Das finde ich cool. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes, das brauche ich nicht fürs Spiel, aber da hat sich jemand mal Gedanken gemacht, wie man das tatsächlich so ein bisschen zusammenfügen kann. Das finde ich ist eine super nette Idee. Ich finde einige von den Sachen, ich fand die Direct wirklich sehr ergiebig. Eigentlich war die ziemlich cool. Eine der coolsten, die sie hatten, würde ich fast behaupten. Und sie haben auch einige coole neue Features, auch die neuen, also die überarbeiteten Joy-Cons da mit diesen ganzen Extrafunktionen, wenn das alles so funktioniert, wie sie sich das wünschen, dann eröffnet das natürlich auch ganz neue Möglichkeiten. Aber letzten Endes ist das halt, zumindest in meinen Augen, nicht das Hardware-Fest, als dass sie es anpreisen. Ja. Also, ja, ich stimme dir dazu. Ich glaube, dass das Problem ist, für mich war die Direct super, bis die Preise rauskamen. Ja, Das fasst eigentlich ja, gut ja, zusammen. ja, Das ist das, was sie präsentiert haben, ist alles super, ja, gefällt ja, mir auch gut. Mit dem Game Chat, da mache ich mich trotzdem drüber lustig. Das ist halt so, vor allem, wie viel Zeit die sich für den Game Chat genommen haben, um so absolute ja, ja, ja. Standardfunktionalität zu präsentieren. Okay, das war ein bisschen lächerlich, aber der Rest war super. Aber es rechtfertigt in keinster Weise diesen Preis. Ja. Ja, ich finde, dass das große letzte negative Ding, was ich noch auf der Kante habe, ist, dass der C-Button prinzipiell eine Hardware-Funktion ist, die du auf dem Controller immer hast, die du aber nur nutzen kannst, wenn du dafür einen Service bezahlst. Ist halt einfach Quatsch. Also, wenn sich irgendwer, also ist, glaube ich, gratis bis März 2026 oder so. Die haben da irgendwie so Mhm. ein Welcoming-Ding. Genau, Ja. aber wenn jetzt jemand sich 2027, 28 eine Switch kauft, kriegt er einen Button, mit dem er potenziell nichts machen kann. Das ist schon irgendwie bekloppt. Ähm, aber wie du gerade schon sagtest, Kira, es war an sich eine richtig gute Direct. Also, Ja. theoretisch haben die eine Menge Sachen gezeigt, die ich als positiv vermerken würde. Ich möchte aber entschuldige bitte, aber ich möchte noch eine Sache zu der Chat-Funktion sagen. Ja. Ich gehe ganz stark davon aus und ich bin auch der Meinung, dass sie das unter der Hand über die Direct verkauft haben, dass diese ganze Chat-Sache eben auch nur funktioniert mit Leuten in deiner Bubble. Ne? Sie haben immer wieder betont, mit Freunden und Familie, das wird kein typisches Online-Gequatsche sein. Du kannst nicht mit Fremden sprechen. Das will Nintendo auch nicht, das wollten sie auch noch nie. Das hat man ja auch gerade noch mal bei dem Pokémon-MOBA gesehen. Ich kann es auf der einen Seite verstehen, weil wenn ich so eine Plattform eben zur Verfügung stelle, dann muss ich die auch moderieren und das ist ein Haufen Arbeit, wo eigentlich kein Mensch drauf Bock hat. Das kostet 'n Schweinegeld, insbesondere Nintendo, die da mit Sicherheit auch noch mal härtere Regeln umsetzen wollen würden, als das jetzt im CS:GO-Chat der Fall wäre. Ähm, aber Den das kann finde keiner ich auch moderieren. Aber ich will hier anmerken, das ist im Prinzip bei den anderen Konsolen auch so. Ja, du kannst andere Leute zu einer Party oder sowas einladen. Ich wette, das wird auch gehen, dass du direkt Leute einladen kannst, aber diese ganze Plattformfunktionalität beschränkt sich eigentlich auf Freunde, die du in den Spielen hinzugefügt hast. Alles, was außerhalb davon ist, ist in den Spielen selber. Also ich finde, das ist eigentlich gängige Praxis, was ich auch vernünftig finde. Ja, ich Ja. finde, es kommt ganz stark darauf an, wie es am Ende umgesetzt ist. Ich frage mich halt, wenn ich jetzt zum Beispiel 'n Mario Kart habe, kann ich dann online in 'ne Party reinjoinen und kann dann direkt mit den Leuten reden oder muss ich die alle erst einzeln hinzufügen zum Beispiel?
Ja, das Oder ist ja kann eine ich zum Beispiel Spielefunktionalität. Ich finde, das muss man schon differenzieren. Wenn ich jetzt Call of Duty auf der Xbox spiele, dann kann ich die alle in meine Party einladen und dann auch noch irgendwelche Sachen machen, die darüber hinausgehen, als mit denen zu reden. Also, ich finde, das ist eine Trennung zwischen, du hast diese Plattformfunktionalität von Game Chat oder Xbox Live oder PlayStation Network und was in den Spielen passiert. ja, Ja, okay, das mag stimmen, aber letzten Endes greift das Spiel ja da auf diese Chat-Funktion zurück. aber ich glaube, du hast recht mit deiner Annahme, dass du wahrscheinlich diese Game-Chat-Funktion erstmal nur mit Freunden nutzen können wirst. Also, du musst die Leute, denke ich, erst, als Freunde hinzufügen, bevor du Ich das stelle nutzen es mir halt kannst. umständlich vor, wenn ich zum Beispiel einfach nur eine Runde Mario Kart Online spielen möchte. Aber dafür brauchst du ja Game-Chat nicht Aber will ich mit zwingend. 23 anderen Leuten, Ja, ja, eben. Ne, ich sowieso nicht, aber bestimmt irgendwer, oder? ja, Ja, Aber ich denke, da das ist, wie gesagt, eine Pro-Spiel-Entscheidung. Also, ja. ich finde, das ist ja Game Chat, das Spiel unabhängig, wenn wir von diesem integrierten Game-Feed mal den mal außen vor lassen, ist es ja Also spielunabhängig. Nintendo stellt die Funktion bereit und die Spiele rausbringen können, das nutzen. Ja. Ja. Oder die Spiele ich können einfach selber direkt auf die Hardware zugreifen und einen Game Chat-unabhängigen Ja. Spielchat zur Verfügung stellen, der dann freundesunabhängig ist. Ja, das wäre auch noch interessant. Ja, das ist ja so, wie es bei anderen Konsolen abläuft. Das genau, ist richtig, nur Ja. wissen wir das jetzt hier halt Ja. nicht. Ja, genau. natürlich nicht. Aber wie gesagt, dann wäre Nintendo im Jahr 2010 angekommen. Und, ich vermute mal, Mario Kart wird nicht das Spiel sein, mit dem die quasi den Chat komplett öffnen im Spiel oder so. Kann ich mir zumindest nicht Nein, das war Sollten jetzt sie nur als auch Beispiel nicht. gemeint. Ja, klar. Ähm, was hatte ich gerade noch? Ach genau, eine Sache, die wir wahrscheinlich alle schon mal in irgendeiner Form, erlebt haben, ist, dass diese, ähm, Hintergrund entfernen, Stimmen entfernen, Kisten ja auch alle in irgendeiner Form auf die Grafikkarte gehen. Mhm. Ich bin echt mal gespannt, ob es da am Ende irgendwie Einschnitte, ob das eine Grafikleistung ist, die die ganze Zeit vorgehalten wird, auch wenn man sie nicht nutzt, weil man Mhm, sie mhm. theoretisch nutzen könnte, oder ob es am Ende Spiele gibt, die halt wirklich auf Messerschneide programmiert sind, die da, schlechter laufen, wenn man anfängt, irgendwie die Kamera zu nutzen. Also, meine Vermutung ist, weil sie haben ja extra KI-Kerne, sie haben Raytracing-Cores auf Mhm. auf der GPU. Ich glaube nicht, dass die für Raytracing verwendet werden. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube, die sind für genau diese Funktionalitäten da. Das ist meine Vermutung. Ich glaube, es wird keine Auswirkungen auf die eigentliche Spielleistung haben und wenn sie Raytracing haben, ist es dann vielleicht so: „Ey, du benutzt Game Chat, dann kannst du jetzt Raytracing nicht im Spiel aktivieren“ oder sowas. Das ist meine Vermutung. Ich glaube, Hm. auf die standardmäßige, Rasterization-Grafik, wird das keinen Ich Einfluss denke haben. auch, dass sie, Glaube ich, ist nur ja, 'ne ich Vermutung. denke auch, dass sie das so bereitstellen, dass alles flüssig und ohne Probleme läuft. Ja. Ja. Bei manchen Spielen bin ich schon sehr gespannt. Zum Beispiel wird es ja 'n Port von, Cyberpunk geben. Mhm. Ja. Da wollen wir mal schauen, ne? Da sind die besten Rechner damals in die Knie gegangen. Gut, das hat sich natürlich in den Jahren dann auch 'n bisschen verbessert, aber wie die Switch da mithält, Ja, Also, ich habe mir da ein Gameplay-Video zu angeguckt vorhin noch. okay. Da sind die ersten Hands-on-Previews sind raus. Und, die Entwickler der Build, den die spielen konnten, war erst 7 Wochen alt. Also, die Entwickler waren die sind schon weiter und haben sich schon länger damit auseinandergesetzt und so. Aber das, was die da anspielen konnten, war erst seit 7 Wochen programmiert und dafür war das extrem nice. Also, die hatten nicht Okay. das Gefühl, dass die in irgendeiner Form eine kompromittierte Version spielen an der Stelle. Und das Ziel ist auch wohl, dass die, 'nen Performance-Modus mitliefern mit 40 FPS, was halt auch eine Sache ist, die wir im Vorfeld so auf Nintendo-Konsolen bisher noch nicht gesehen haben und bei der 'n 120 VRR-Display extrem nice ist. Denn 40 FPS fühlt sich so viel besser an als 30 und klar, es sind keine 60 FPS, aber wer das auf dem Steam Deck schon mal probiert hat oder so, ähm, das geht echt in Ordnung. Und wenn die, es hinbekommen, die visuelle Qualität so halbwegs okay zu haben, so die Auflösung ist in Ordnung und, es sieht nicht zu schmierig aus und so, dann ist das echt beeindruckend, wenn man sich mal überlegt, wie das Ding noch damals auf der PS4 und auf der Xbox One aussah. Nämlich ziemlich bescheiden. ja, wo man da natürlich sagen muss, ist, also die Leistung wird wohl in 'nem Rahmen von der Xbox One, PS4 so ungefähr sein. Ich glaube, das ist auch realistisch, plus halt aber KI-Support und man macht sich immer sehr viel darüber lustig, auch wie was für Nvidia für 'n Fokus auf KI hat, aber man muss auch mal sagen, diese Technik ist unfassbar beeindruckend. Ich selber benutze auch DLSS 4
das ist insane. Also, ich habe mir Shadows dann jetzt doch schon gegönnt und ein bisschen spielen können. Erst, ich glaube, 6 Stunden oder so, was jetzt nicht viel für so ein Spiel ist, DLSS 4 reingeladen, auf, Balanced geladen. Also, ich bin ja schon ein bisschen älter, aber habe nicht die schlechtesten Augen trotz Brille. Ich sehe keinen Unterschied zu nativ, bin ich ehrlich so, ne? Also, es ist ein bisschen bei ganz feinen Animationen, die sich bewegen, wenn du darauf achtest, dann siehst du, dass es so ein bisschen Ghosting hat und das war's. Und das kommt natürlich dann 'ner Switch 2 unglaublich jetzt zugute, die auch noch eine Full-HD-Auflösung nur hat. Ja, also, wie es dann später auf dem Fernseher aussieht, ist dann noch was anderes. Aber 4K, da wird kein natives 4K bei rumkommen, da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Aber das kommt ja unglaublich zugute. Es ist auch die Frage mit dem Raytracing, wo ich gerade drüber nachgedacht habe. Ich glaube, ich muss mir selber widersprechen. Ich glaube, Raytracing wird in Spielen kommen. Ich glaube, sie haben es eingebaut, um auch zukunftssicher zu sein, weil wir sehen immer mehr Spiele, die Raytracing, na gut, wir haben bis jetzt ein Spiel, was es als Pflicht sieht, aber ich glaube, es wird immer mehr geben. Und ich glaube, sie haben das eingebaut, um den Third-Party-Support zu sichern, der jetzt am Anfang Hm. echt krass ist. Ich glaube, Ja, Nintendo ja, hatte noch nie so viel ja. Third-Party-Support für irgendeine Ja. Konsole. Ja, ähm, ich finde, warte, irgendwas hatte ich gerade zu dem, was du gesagt hast. Also zum einen hast du recht, also PS4, Xbox One, irgendwo da sind die reinen Daten. Aber man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass wir von Konsolen von 2013, 2014 reden, die da auf einem Feature-Set basiert haben von 2011, 2012 oder so. Und wir jetzt gerade ein sehr modernes Feature-Set von Nvidia dann auch noch haben. Ja, AMD und Nvidia auch, kann man nicht irgendwie, sind so ein bisschen Äpfel und Birnen, was das Ganze angeht. Da werden die eine Menge rausholen können. Und das andere, Digital Foundry hat zumindest haben die Direct analysiert und meinten, nichts hätte darauf hingewiesen, dass die in den Titeln, die sie da gezeigt haben, zumindest momentan schon DLSS irgendwo verwendet haben. Also echt? alles, was man da gesehen hat, war anscheinend native Auflösung. Das Boah, okay, heißt, das ist krass. ja, finde ich auch. Und bei zum Beispiel Das Metroid wollte ich auch Prime sagen. 4 haben sie angekündigt, Nee, ja, mach. gerne. Also ich wollte nur Ähm, Metroid Prime 4 ansprechen, weil genau das habe ich da nämlich auch gesehen, dass die Grafik relativ gut war Ja. genau. Und das Spiel kriegt einen 1080p 120 FPS-Modus und einen 4K 60-Modus. Was halt so, das ist nichts, was ich da an irgendeiner Stelle erwartet hätte von einer Switch 2, dass wir quasi natives 4K mit 60 FPS kriegen in irgendeinem Nintendo-Spiel. Klar, ist ein Switch Wobei ich da 1-Titel. aber auch mal einhaken muss und sagen muss, ist schon traurig, dass wir das so sagen. Dass wir niemals erwartet hätten, 120 FPS und 4K auf 'ner 2025 Konsole, welcher Art auch immer. Mobiles Chipset. Ich bin Ja, davon wollte ich gerade ausgegangen, dass sagen. wir 1440p oder sowas haben, so WQHD. Und dass das quasi der gelebte Ja. Standard werden wird. Aber scheinbar nicht. Oder vielleicht auch nur bei so Switch 1 zu Switch 2 Titeln nicht. Keine Ahnung. Also, ich finde auch, man muss ja echt doch mal sagen, die Switch wird ja mal als Hybrid-Konsole, es ist aber eigentlich ein Handheld. Die Switch 1 und die Switch 2, das ist ein Handheld, den du halt mit 'ner Dockingstation an 'n Fernseher, Ja. und ich finde, dann ist es schon beeindruckend. Ich finde, das muss man ja wirklich im Hinterkopf behalten. Das ist technisch so eine Power umzusetzen, ist unglaublich schwierig als in einem Computer oder in 'ner Konsole. Das ist, also, technisch ist das ein massiver Unterschied. Deswegen ist das Steam Deck ja auch so beeindruckend, was du auch mit so wenig, du musst ja bedenken, du hast sehr wenig Platz, um zu kühlen, du hast weniger Strom zur Verfügung und sowas. Das ist schon cool, also aus 'ner rein technischen Sicht, und sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Also, das Ja. Ich ist, sage ich will jetzt auch nicht sagen, dass das komplett low wäre. Das hm, wollte ich jetzt damit nicht ausdrücken. okay. Aber ich finde schon, dass wir also, gefühlt sind die Ansprüche da schon relativ niedrig, finde ich irgendwie. Also, was mir damals geholfen hat, das irgendwie in Verhältnis zu rücken, ist, dass zum Beispiel Witcher 3 war ein sehr gutes Beispiel, weil es ja sowohl auf der PS4 damals verfügbar war, als dann auch irgendwann auf der Switch. Und die PS4 verbraucht im Strombetrieb um die 140 Watt, so circa Pi mal Daumen. Die Switch 15. Und trotzdem haben die das gesamte Spielerlebnis runtergebrochen. Also, äh, sodass es da funktioniert. Also, die sind halt einfach extrem
die haben einen Flaschenhals einfach beim Energieverbrauch, was auf der einen Seite natürlich irgendwie positiv ist, weil ansonsten wäre es kein Handheld. Aber auf der anderen Seite bedeutet das halt, dass die alles so weit runterleveln müssen, dass das irgendwie in dieses 15 Watt Ich Power-Budget glaube, passt. das. Sorry. Und trotzdem kriegst du halt ein riesiges Open-World-Spiel, wie du das auf Mhm. den anderen Konsolen halt auch Ja, hinbekommst. ich glaube, das ist aber auch schon immer so ein Ding von Nintendo, dass sie darauf achten. Also allein beim Game Boy damals hätten sie zwar Farbe reinbringen können, aber das hätte dann 8 Batterien oder so verbraucht, statt 4 oder so. Ja. Ich denke, dass sie da drauf Ne, das haben sie immer achten. gut hingekriegt. Ja. Auch Datenmanagement. Das war unglaublich. Also, bei Pokémon Rot und Blau damals weiß ich noch, das war, wie sie's da geschafft haben, die Dateien doppelt und dreifach zu nutzen. Das war Mhm. unglaublich beeindruckend und damals war das, Nintendo hat da schon immer Standards gesetzt, definitiv. Ja. Also deswegen, ich finde auch, man kann auch ruhig beeindruckt sein, eben das Power Management. Es geht ja nicht nur darum, dass sie den Akku nicht zu sehr drainen, weil sie zu viel auf den Chip gehen, sondern weil das muss ja gekühlt werden, das ist ja der Hauptgrund. Deswegen finde ich auch das neue Dock, ich habe mich vorhin ein bisschen lustig gemacht, aber nur wegen dem Preis, nicht wegen dem Dock. Ich finde es gut, dass sie jetzt einen Lüfter eingebaut haben, weil sie wahrscheinlich, also sie werden dadurch im dem Docking-Modus auch einfach nochmal viel mehr Leistung rauskitzeln können, weil sie es besser kühlen können. Und es muss nicht über den Akku laufen, das heißt, sie können auch einfach mehr drauf pushen, weil der Akku egal ist. Es wird direkt der Strom über den Dock kommen. Das heißt, da können sie auch wahrscheinlich, werden wir da viel mehr Leistung sehen als beim alten Dock, wo eigentlich kein Unterschied war, außer dass sie ein bisschen mehr Strom geben Hm. konnten, aber nur ein bisschen, weil sie nicht viel mehr Wärme ableiten konnten. Jetzt mit dem neuen Dock können sie das. Ich denke mal, das wird auch dazu führen, dass im Dock-Modus Spiele viel besser nochmal laufen werden. Und sie profitieren natürlich von den neuen Features, sie profitieren von den neuen Generationen, ähm, die sehr viel Ja. effizienter laufen. Also ich denke mal, das wird super. Was ich technisch überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist kein OLED und trotzdem HDR im Mobile-Bereich. Tut mir leid. Also HDR mit einem LCD-Screen, das wird ein Witz. Das ist ein Witz. Das kann man jetzt schon direkt sagen. HDR geht eigentlich nur mit OLED oder Mini-LED. Hm, Da habe ich nachgesucht. Es gibt Spekulationen, dass es 'n Mini-LED ist, dass sie's einfach nur nicht gesagt haben, weil sie haben zum Beispiel auch nicht Hall-Effect-Sticks, die jetzt die, Joy-Cons anscheinend haben und nutzen, Ah, okay. ich haben sie denke, nicht angekündigt. So, es ist halt einfach nur darauf hingewiesen worden, sind 'n Stück größer. Aber so, das ist 'n wichtiges Detail, das die einfach unterschlagen haben. Wenn es Mini-LED ist, bin ich gar nicht so mad. Also, das wäre eine gute aber ich denke Alternative auch, zu dass OLED. es generell das Display besser ist. Durch die 1080p, 120 FPS kann es schon trotzdem besser laufen als auf der Switch 1 mit dem OLED. Ja, das auf jeden Fall, ja. Habt ihr, so welches von den Spielen, die so von den großen dreien fandet ihr am spannendsten? Also, ich glaube, die Nintendo-eigenen Dinger waren halt Metroid Prime 4 und Mario Kart World und Donkey Kong Bonanza. Ich mag Metroid. Ich habe damals Metroid Prime auch gespielt. Aber Donkey Kong Bonanza ist so, das hat mich gecatcht. Da hätte ich mir auch das geholt mit der Konsole. Definitiv. Ja, fand ich auch spannend. Wo sind die Kremlins? Wo ist King K. Rool? So, ich will die endlich mal wieder in einem Donkey Kong-Spiel sehen. Aber, ja, es, sah auf jeden Fall geil aus. Es hatte viel von dem Odyssey-Style und Vibe irgendwie. So die Grafik hat mich da irgendwie ein bisschen dran Mhm. erinnert, aber positiv. Und das neue Donkey Kong-Design hat irgendwie 5 Minuten gebraucht, bis ich da aufgewärmt bin zu, aber jetzt Vor finde allen ich es Dingen, dass eigentlich ziemlich man mit gut. der ganzen Welt irgendwie interagieren kann. Hier Felsen irgendwo rausziehen und sich irgendwo durchbuddeln. Fand ich schon Ja, interessant. Ich hoffe, wir können noch mehr sehen. werden Ich wir, fand werden wir. die Open World bei Mario Kart, das hat mich schon sehr angesprochen. Das ist auch nicht schlecht, ja. Ja, Es hat mich ein bisschen daran erinnert an die alten Lego-Rennspiele. Und da kam ja auch vor, ich will jetzt nicht lügen, vor 2 Jahren kam da ein großes Lego-Rennspiel und das war so ein bisschen genauso. Du konntest in der ganzen Welt rumfahren, kannst da mit Leuten interagieren, kannst da die verschiedenen Rennstrecken selber anfahren. Wir werden natürlich dann sehen, wie weitreichend das wirklich ist im Spiel, aber das fand ich schon Mario Kart hat mich schon lange nicht mehr so Ich hatte angesprochen. irgendwie die Erinnerung an Also, Crew 2 oder Burnout Paradise.
Ich wollte gerade sagen, ich fand, das ist Mario Kart meets Forza Oder Horizon so. sehr extrem. Tatsächlich, weil, also nicht nur wegen der Open World, sondern auch mit diesem, und das hat mich richtig gecatcht. Du fährst ein Rennen und fährst zum nächsten Rennen. Also es ist eigentlich ein Ja, ja, langes Rennen mit mehreren Etappen. Und das hat ja, mich eben ein bisschen an Forza Horizon erinnert. Bei Horizon gibt es diese Horizon-Events, wo du mehrere Etappen hast und dann fährst du mit, keine Ahnung, 20, 30 Leuten und dann fährt man nicht gegeneinander, aber macht gemeinschaftlich etwas und muss gemeinschaftliche Ziele erreichen. Fährt dann auf einer bestimmten Strecke irgendwas, du musst irgendwelche Drifts machen oder irgendwelche Runden fahren oder was weiß ich zusammen oder Geschwindigkeiten erreichen und dann geht's zur nächsten Etappe, dann machst du was, dann geht's zur nächsten Etappe. Das hat mich voll daran erinnert und ich find's geil. Also, das ist was ja, ja. Positives, dass sie da vielleicht auch Inspiration bekommen haben, weil Forza Horizon ist ein super geiles, arcadiges Spiel. Und Mario Kart ist auch einer meiner Lieblings-Arcade-Racer. Und ich kann Mario Kart 8 nicht mehr sehen. Es ist Ja. zu lange. Und Mario Kart World hat mich da echt abgeholt. Alles, was da war, das hat mir super gefallen. Und gerade dann jetzt auch die Vergrößerung auf 24 Fahrer mit diesem ganzen Ja. Etappenzeug. Oh mein Gott, habe ich Bock drauf. Wenn du wirklich hingehst, boah, ich plane jetzt eine halbe Stunde im Grand Prix ein. Nonstop Mario Kart Action. Ich glaube, das wird der absolute Megahammer. Ja. Mir gefällt auch, dass es so ein bisschen wirkt wie Sonic Racing Transformed. Das mit dem Übergängen zu Wasser und in die Luft und so fand ich mega nice, dass die Kostüme mit drin sind. Persönlich ist 'ne witzige Idee, dass du dir einen Burger reinziehst und 'n anderes Outfit bekommst. Und die ich hoffe, dass man die irgendwie behalten und freischalten kann oder so, weil die Kuh andere Leute mit der Kuh zu besiegen, wird, glaube ich, Ja, mega. Oder mit dem glaube ich Pinguin. auch. Was ich mir als Feature wünsche, ich weiß nicht, ob das kommen wird, aber das wäre bestimmt cool, wenn du dir eigene Strecken abstecken kannst und dann die Rennen fahren könntest. Ja, ja, das wäre auch Also ich kann cool. mir vorstellen, dass Das Das wäre irgendwie auch. richtig muss gehen nice. in der Open World. Ja, wir kriegen ja noch eine Direct am 17., glaube ich, speziell Ja, zu Eine Mario Direct Kart. nur oh, zu da freue Mario ich mich Ja, Kart. da auch bin ich riesig drauf. gespannt. Gab's das schon mal? Ja. Ja, ich glaube, also, das, auch nochmal wegen den Preisen. Ich glaube, die 80 €, 90 € werden auch gerechtfertigt sein, ganz ehrlich. Also, ich glaube, die hauen hier wirklich ein krasses Spiel raus. Ich habe nur Sorge, dass zu viele DLCs kommen, ne, also immer noch. Aber ich Mhm. glaube, das wird 'n Mario Kart, das wird kein Vergleich mit vorherigen Mario Karts sein. Ich glaube, die hatten hier eine richtig krasse Vision, wollten die auf der Switch umsetzen, haben gemerkt: das wird nix.“ Also, ist nur meine Vermutung, wie das ablief. Haben gemerkt: „Oh, das wird nix. Jetzt machen wir auf der Switch 2. Oh, wir haben hier mehr Kapazität. Ach, dann ballern wir noch mehr Zeug rein.“ Ich glaube, das ist das, was passiert ist. Ja, es Und es wirkt prinzipiell, wie du gerade schon sagtest oder wie ihr gerade schon sagtest, wie so ein Forza Horizon oder so, nur halt in einem anderen Stil, in einer anderen Optik. Also, es wirkt tatsächlich einfach wie ein riesiges Open-World-Rennspiel, das auch nicht an Features zurücksteckt oder so. So die ja, Modi, die man bislang gesehen hat, Mhm. sehen toll aus. Ja. Die Detailverliebtheit in der Welt ist da, wie und man die sie auch von Grafik anderen großen ist Rennspielen kennt. Die Grafik ist herrlich. toll. Die Ja, Grafik ist herrlich. Also, Nintendo und Grafik ist immer geil. Oder beziehungsweise Art-Style. ja. Art-Design und Nintendo ist immer geil. Ich würde gern wir sind ja dann bald fertig. Ich würde gern noch eine Sache aufmachen. Ich würde euch gern fragen, was ihr von der, Vorbesteller-Thematik haltet. Ähm, ich bin sehr zwiegespalten, was das angeht. Zum einen kann ich das irgendwie finde ich es gut, dass die versuchen zu verhindern, dass die Hardware Mhm. Scalpern in die Hände fällt und dass Ja. die halt einfach mit Bots das Ganze abgrasen. Ähm, ich habe ein Problem damit, dass sie quasi an dem Tag gesagt haben, so: „Übrigens, rückwirkend Ja. ab gestern bitte, 2 Jahre Zugehörigkeit zu Nintendo Switch Online, 50 Stunden Spielzeit und ihr müsst in alle Newsletter und so rein schon bejaht haben.“ Das sind so Haben bestimmt 20 Leute weiß ich gemacht nicht. oder so. Ja, also die kriegen dann auf jeden Fall 'ne Switch zum Launch Day. Es wirkt nach dieser Unterhaltung so, als wäre ich der Einzige, der sich irgendwie zum Start eine holen möchte. Äh, und, Wenn ich reich wäre, würde ich mir auch eine holen. ja, ich darauf wird halt gespart. Und also, ich habe jetzt bei Mediamarkt eine vorbestellt. Ich bin mir nicht sicher, dass ich über Mediamarkt eine kriege. So, Mhm. d
die lassen Vorbestellungen zu und wahrscheinlich mehr, als sie am Ende Kontingent bekommen. Ähm, und es ist nicht mein erstes Nintendo-Konsolen-Launch-Rodeo. Ich kann mich an den Wii-Launch erinnern, wo ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Läden ich abgeklappert habe, nur dann in irgendeinem, ich habe irgendwo eine im Regal stehen sehen, dann durch Zufall am Ende. Ähm, ja, ich hoffe, dass gerade sowas, dass die dass sie ein großes Launch-Kontingent haben und wirklich Stück für Stück dann die Leute noch mit reinholen, ähm, die dann nur so knapp an diesen Forderungen vorbei sind Ich glaube, oder diese Forderungen sind ja. aber händlerunabhängig. Also das macht Nintendo für sich, wenn du bei Nintendo bestellen willst oder so. Aber Amazon hat auch, da kannst du dich registrieren für die Vorbestellung, aber wie wollen die das prüfen? So, ne? Ja. Nee, das ist händlerunabhängig. Das Ja, ist aber nur das Nintendo einzige Mal, wo selber. ich das erlebt habe, war bei der GameCube. Da bin ich auch 20 Läden abgegangen, und was weiß ich, 50 Kilometer weiter in die Städte gefahren mit meiner Mutter damals, dass ich halt diese Konsole bekomme. Das war unglaublich. Nirgends mehr bekommen. Ja, Ja, die habe ich bekommen damals, aber mein erstes Spiel kam erst, weiß ich nicht, eine Woche später oder so. Also hatte ich einfach Oh. nur die GameCube da rumstehen und habe mir die ganze Zeit dieses Menü angeguckt, was natürlich geil war, aber auch irgendwie nicht eine Na, Woche hätte füttern es kann. wenigstens mal eine Welcoming-Tour gegeben. Ja, genau. Nee, Also, ich verstehe auch den Ansatz von dieser Strategie definitiv und ich denke, in meinen Augen kommt es da dann am Ende stark drauf an, wie ja, wie viel sie produzieren können und wie schnell sie den Markt dann sättigen können. Ich finde es eigentlich fast also ich persönlich habe eigentlich mit der Switch 2 erst gegen Jahresende gerechnet und, in dem Sinne finde ich es jetzt eigentlich schon fast okay, weil am Jahresende finde ich es dann schwieriger, weil viele Leute das dann eben dann zu Weihnachten ein Thema mhm. wird. Und, wenn dann zu dem Zeitpunkt eben noch einfach die Produktion noch nicht da ist, an dem Punkt, dass jeder die haben kann, dann finde ich das ein bisschen traurig. Aber jetzt so mitten im Jahr, weiß ich nicht, finde ich, kann der ein oder andere auch noch mal 'n bisschen warten, denke ich. Ich werde warten. Ja, Also ich, Ja, ich auch. Also ich habe bei Amazon die Anfrage gesendet. Ich habe das Glück, dass meine Eltern mitten im Nirgendwo leben und über meinen Account sehr, sehr viel über Amazon bestellen, weswegen ich hoffe, dass ich dann vorbestellen kann. Weil ich finde das an sich gut. Ich finde es bei Nintendo ein bisschen kritisch tatsächlich mit diesen ganzen Newslettern, dass man Mhm, 2 mhm, Jahre Nintendo Switch online, dass man gewisse Spielzeiten hat. Das finde ich vollkommen vernünftig. Sie verkaufen ja nicht exklusiv an diese Leute, sondern es wird ein gewisses Kontingent mhm, mhm. zurückgehalten für Leute, die wirklich viel spielen. Und ich finde, das ist fair zu sagen, ey, für die Leute, die wirklich viel Nintendo spielen und danach einfach Pech haben, weil sie zu spät kommen oder so, obwohl das voll unsere Hardcore-Fans sind, das finde ich vollkommen in Ordnung. Nur das mit den Newslettern finde ich kritisch. Aber der Mhm. Rest finde ich fein und ich finde auch, dass was Amazon macht. Bei Amazon wird safe hingehen und gucken, was für ein Konto ist das? Ist das ein reales Konto? Ist das irgendein Scammer-Konto? Ist das ein Konto mit Ja, was ja, viel ja. zurückgeschickt wird, wo irgendwas shady abgeht? Und finde ich auch super, um mal den Scalpern ein bisschen entgegenzuwirken, weil man muss sich irgendwie Gedanken machen und es wird halt darauf hinauslaufen, dass nur Leute, wo man weiß, die sind real, ne, dass die das dann bekommen. Finde ich absolut fair. Wenn ich nicht was bekomme, bin ich ehrlich, ist es mir egal. Dann kaufe ich sie mir irgendwann mal, wenn sie verfügbar ist. Wäre jetzt Zelda ein Launch-Title gewesen, dann hätte ich dafür gekämpft. So gibt es kein neues Zelda und deswegen muss ich nicht dafür kämpfen. Ja, wann da eins kommt, ist auch fraglich, ne? Das wird, glaube ich, noch dauern. Tears of the Kingdom ist ja quasi Und es gibt gestern jetzt, gewesen. ja, Also, für die Switch 2 gibt es ja die Upgrades, ne? ja. Ja, Ich, die ich freue mich Upgrades. sehr, dass ich abgebrochen habe bei Tears of the Kingdom und da jetzt quasi mit mehr FPS einsteigen kann. Ähm, ich habe auch das über andere Methoden gemacht. Ja, war ich auf der Switch, das ging. Oh, plus, ich bin ehrlich, ich modde da bei sowohl Breath of the Wild als auch Tears of the Kingdom, dass mir die Waffen nicht kaputt gehen. Ja, ich weiß, es ist wichtig für die ganzen Features und für das Erlebnis. Es ist mir egal, es nervt mich. Es nervt mich Wenn einfach. Klagen von Nintendo kommen, wir distanzieren uns hier von Tristan.
Ja, ich hoffe, dass wir dafür noch zu klein sind. Ja, dafür müssten wir, glaube ich, deutlich mehr reißen, um Hallo, wenn Linus Sebastian von Linus Tech Tips sich hinstellen kann und irgendwelche komischen chinesischen Emulatorenkisten bestellt und dann das spielt, dann darf ich ja wohl sagen, dass ich, g Spiele bodde. Ja, das ist alles nur in-game sowieso, also ja. Ich modde Spiele in Minecraft. Ja. Ich weiß nicht, was du da lachst. Hast du schon mal so 'n du kannst Nein, in nein. Minecraft spielen über Ja, Redstone. ja, ich weiß. Redstone ist Und tatsächlich dann man kannst du's kann auch Computer modden. damit bauen. Ja, ja, ich weiß, dass das geht. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Es gibt auch jemanden, der Pokémon reingemoddet hat in Minecraft tatsächlich. Nice. Es gibt viele, Pixelmon Mods und die sind wirklich, wirklich gut. So, wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder für euch da. Sehr schön. Jo, da sind wir wieder. Wir haben eine kurze Pause gemacht und haben aber noch einiges an Themen. Wir sind immer noch nicht durch mit der Nintendo Switch Direct und mit den ganzen Gameplay Sachen und den ganzen Spielen. Zum einen haben wir noch die Kiste über, wir haben noch nicht drüber diskutiert, wie wir zu den Upgrade-Packs stehen. Denn auch da gibt es, das hat Nintendo nicht so ganz klar kommuniziert, finde ich. Auf der einen Seite gibt es Spiele, die Gratis-Updates erhalten werden, zum Beispiel Pokémon Violet ist damit bei. Wie diese Upgrades aussehen werden, wissen wir aber nicht. Kann sein, dass es vielleicht ist es Auflösung und Framerate, vielleicht ist es aber auch weniger. Keine Ahnung, was da am Ende mit passieren wird. Dann gibt es Spiele, die hauptsächlich irgendwie Auflösung und Framerate-Updates erhalten, wie zum Beispiel Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Das sind auch Spiele, die parallel noch eine App-Integration erhalten werden, also auch nichts, was die Switch 2 direkt betrifft. Dafür gibt es auch schon, zumindest in Japan, Preise. Das sind irgendwie, ich meine, das sind irgendwie 2000 Yen, also so um die 10 Euro. Und dann gibt es Spiele wie Kirby oder ja, hauptsächlich Kirby, fällt mir jetzt gerade ein, die halt auch quasi DLC da mit drin haben. Also Kirby kriegt einen komplett neuen spielbaren Bereich, der in das ganze Grafik-Update mit reingepackt wurde. Äh, und das zu einem Preis, den wir noch nicht kennen. Also es kann sein, dass es mehr als 10 Euro sind, es kann sein, dass es irgendwie um die 20 sind. Und persönlich, ich finde, es ist irgendwie, zum einen finde ich es gut, dass im Vergleich zu anderen bei diesen Updates halt nicht nur Grafik-Updates mit drin sind, sondern dass man auch äh, ja, ach genau, Mario Party war das andere, wo halt auch noch mal 'n fetter DLC, 'ne Expansion mehr oder weniger schon mit drin ist. Dass man sowas mit dazu bekommt und zusätzlich 4K 60 FPS oder was auch immer das am Ende sein wird. Auf der anderen Seite, hätte ich's natürlich schön gefunden, wenn ausschließlich der technische Bereich wie bei Microsoft, einfach gratis mit reingepatcht wird und diese DLC-Pakete dann separat zur Verfügung stehen für die, die sie möchten. Ja. Ja, ich denke, da wird es, vor allem darauf ankommen, also vor allem bei den Bezahl-Upgrades natürlich, was da letzten Endes der Preis sein wird, der da Preis und aufgerufen wird was drin ist. Ja, genau. und was man Ich dafür weiß gar bekommt. nicht, ich habe es jetzt nicht gesehen oder mitbekommen. Ist die Switch 2 backwards kompatibel? Ja, teilweise, Ja. ja? Genau. Jein, Teilweise. Also, sie jein. haben da war ich 'n bisschen überrascht. Sie haben ja so gesagt, Switch Hm. 2 kompatible Switch-Spiele. Ja, ja, Ich glaube, sie lassen sich da irgend 'n Hintertürchen. ja, ja, Warum, finde ich sehr fragwürdig. Es gibt damit eine sie es nicht Liste. durchziehen müssen. Es gibt eine Liste an Spielen, die nicht kompatibel sind. Also, es gibt ja Okay. insgesamt fast 10.000, Switch-Spiele, Ja. irgendwie, ich glaube 9.500 sind es momentan. Und, zumindest testen die gerade Spiele einzeln und es gibt eine Liste mit Spielen, die gar nicht booten, wo aber der Kontakt zum Hersteller auch gesucht wird. Ich kannte nicht viele Spiele in der Liste, aber ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, war auf der Liste sowas wie Rocket League Hm. und Wolfenstein 2 zum Beispiel auch. Dann gibt es eine Liste von Spielen, die booten, aber nicht, wo es aber zu Fehlern im Spiel kommen kann. Also,
Ich hatte mich da auch noch mal eingelesen die Tage. Das ist nicht super ungewöhnlich. Das gab es auch bei dem Sprung von PS4 auf PS5 wohl, dass es irgendwie so Dutzende von Spielen gab, die in irgendeiner Form Kompatibilitätsprobleme hatten. Aber ja, es sind nicht alle Spiele kompatibel. Zumindest Stand jetzt. Merkwürdig. Ja, dass es bei Third Party Ja. zu Problemen kommen kann, das ist die eine Sache. Aber jetzt klingt es ja zumindest so, also die Info kannte ich bis jetzt noch nicht, aber jetzt klingt es ja zumindest so, dass wir davon ausgehen können, dass Nintendo-Spiele zumindest kompatibel sein werden. Ja, die Also werden ich hatte doch halt kompatibel gedacht, sein, dass das werden wir Gehe ich auch hinkriegen. von aus. dass ein paar Nintendo-Spiele nicht funktionieren, damit sie entsprechend das Upgrade verkaufen können. Ja. Ja, Ah, das hätte ich auch befürchtet. Das glaube ich aber nicht. Also, weil das wäre sehr, sehr Man krass. weiß nie. Ja, zumeist dann ja auch eher ein Port wäre als ein Upgrade. Wenn es nicht funktioniert auf der Ja. Base-Switch, Hm. dann müssten sie es ja komplett für die Switch 2 Das kann sein. porten. ja, Ja, aber zumindest die Liste, die ich gesehen habe bisher, so die bei den Gratistiteln war schon eine Menge dabei. Also Sachen, die mir gefehlt haben, zum Beispiel ist Pikmin 4, aber das kann auch gut sein, dass die da noch also das sind zumindest dann keine Spiele, die 'n kostenloses Upgrade bekommen oder 'nen kostenlosen Mhm. zusätzliche Spielefunktionalität. Äh, aber spielen werden sie wahrscheinlich, weil sie auf dieser anderen Liste von Spielen, die nicht funktionieren, auch nicht, auftauchen. also meine Sicht da auf die Dinge ist, ich finde einfach Grafik-Updates gegen Geld finde ich 'ne Sauerei. Gut, ich habe Hm. als Main-Plattform Xbox, ich bin da natürlich Smart Delivery verwöhnt, aber ich finde, das sollte genauso sein. Also 10 € irgendwie für so ein Grafik-Upgrade finde ich schon so warum? Also, was ist die Begründung dafür? Weil die Hm. Begründung wird nicht sein, dass die da so viel Zeit reingesteckt oder Geld reingesteckt haben. Da wird, geguckt, okay, ja, sie haben ja eh ihre Assets alles in höherer Auflösung da rumliegen, so ist es ja nicht. Ähm außer man macht ein Resident Evil Remake vom GameCube, das ist dann wieder ein anderes Thema, weil man alles verloren hat, aber im Normalfall hast du ja diese ganzen Assets in höheren Auflösungen. Du hast alles in besserer Grafik da und dann wird Ja. ein bisschen rumgespielt und geguckt, okay, ne, bis wohin können wir gehen, dass das stabil läuft. Und das ist es eigentlich. Also, das fand ich auch bei Sony sehr, sehr dreist immer, dann da 10 € zu verlangen für die PS5-Variante. Nicht nur Sony, ich meine, da gibt's ja auch andere, die dann Cross-Gen-Bundle angeboten haben für 10 €. Finde ich einfach 'ne Ja. Sauerei. Was soll denn das? Ja, aber da kommt dann eben die Frage, was Michi gerade aufgeworfen hat. Ähm, ob es eben, ob du das Spiel nur mitnehmen kannst, wenn du das Upgrade bezahlst oder nicht. Oder ob du es ohne das Upgrade trotzdem spielen kannst. Also, wenn sie das machen, dann wäre es 'n Mittelfinger-Move, ohnegleichen. Ja, da besteht, glaube ich, keine Gefahr. Also, das wäre in irgendeiner Form zumindest schon aufgeploppt jetzt die Tage. Also, gerade mit sie sind ja irgendwie schon am Kommunizieren, auch wenn's, nicht so geradlinig ist, wie man sich das wünschen würde. Äh, aber ja, diese Listen mit, welche Spiele funktionieren nicht, sind relativ offen beschrieben. Also, steht drin, ja, wir sind im Kontakt mit dem Publisher. Zumindest bei den Titeln Dann ist es bei den wenigstens meisten Titeln steht das dazu. Ja, und 99% der Titel ist Shovelware oder Scam oder was weiß ich. Ja. dann Sind wir stehen die auch mal Aussichten. ehrlich. Ja. Ja. Aber unabhängig von den Spielen gab es ja noch ein Spiel, was sehr überrascht hat in der Direct. Ja. Möchtest du uns was über dieses Spiel erzählen? Also, ich kann das gerne übernehmen. Dazu muss ich sagen, und das hat mich gestern unglaublich getriggert. Ich war gestern noch beim Arzt in der Radiologie, um ein CT machen zu lassen. Und Während des das war, CTs während halt. die Direct lief. Und ich wurde zum CT gerufen, genau in dem Moment, wo das mit dem From Software eingeblendet wurde, Ha. was komplett neu ist. Und ich musste pausieren. Und habe dann das CT machen lassen und konnte dann jetzt weiter gucken. Das war natürlich so ein richtiger „Warum jetzt“ Moment. Aber das war wirklich, das hatte ich gar nicht auf der Bingo-Karte. Also, es gab so ein paar mildere Überraschungen, sowas wie zum Beispiel, es kommt 'n neues James Bond, worauf ich mich sehr, sehr freue. Aber das war jetzt auch nicht so „Oh, krass“, weil man hat das ja alles in letzter Zeit ein bisschen mehr wiederbelebt. Das konnte man schon so ein bisschen erahnen. Aber dass es ein Switch 2 exklusives From Software Spiel geben wird, was auch noch einen Multiplayer-Fokus hat,
Krass, also was zum Teufel ist denn da passiert? Finde ich interessant. Es ist quasi Bloodborne 2 mit Multiplayer, so wie es aussieht. Es hat Blood sogar im Namen, finde ich auch sehr lustig. Und es hat den Fluch der Exklusivität, genauso wie Bloodborne, finde ich auch sehr spannend. Ähm, aber geil, also darauf freue ich mich. Das wird für mich auch ein Grund sein, die Switch 2 zu kaufen. Irgendwann, es kommt 2026. Bin ich sehr, sehr gespannt, vor allem mit dem Multiplayer-Fokus, weil bei, wie heißt Night Rain, also der Elden Ring Spin-off-Ableger, der ist ja in der Core-Mechanik ganz, ganz anders. Das ist ja was ganz, ganz Wildes. Spricht mich leider auch nicht an, aber dass das Platz mit diesem PvPvE mit einer begrenzten Spielerzahl, ich glaube, das kann echt spannend werden. Es ist auch spannend, dass es, also keine Ahnung, Ja. wie Nintendo da rangekommen ist. Das ist Ja. irgendwie schon ganz absurd. Und Miyazaki ist selber der Director von dem Spiel. Auch irgendwie, ich weiß nicht, was war das letzte Spiel, was er gemacht hat? War Elden Ring Director? Ja, ne? Ja, Ja. der war bis auf Dark Souls 2, glaube ich, immer der Director. Armored Core auch? Ich dachte, da wären so ein paar Leute, Achso, die ich sich dachte, mal wir reden nur abwechseln. von Soulspawn-Spielen. Achso, ja. Aber du hast schon recht, so das erste Bild kam und es war viktorianische Architektur im Mit Hintergrund. Jetpack! Es hatte schon sehr krasse Bloodborne-Vibes zwischendurch. Und dann Ja. gibt es wieder Sachen, die aussehen, als kämen sie aus Elden Ring. Ein paar Leute haben mich an Sekiro erinnert. Also die sind schon sehr kreativ irgendwie, was ihre Assets angeht, behaupte ich jetzt einfach mal. Also es ist in keinster Weise Kritik, sondern ich freue mich immer, wenn irgendwelche Mhm. Studios sowas gut wiederverwerten, wie auch das Like a Dragon Studio von Sega zum Beispiel. Und bin echt gespannt, was das jetzt wird. PvPvE kann ja alles Mögliche bedeuten heute. Ist es sowas wie Hunt Showdown? Geht es in die Richtung? Oder tendenziell kannst du ja vielleicht sogar Fortnite als PvPvE bezeichnen, aber ich vermute mal, Also ich bin auch in die, gespannt. in die Richtung geht's nicht. Ja, Nee, also dafür das haben wir würde das ich mir andere. auch holen, wenn es rauskommt. Ja, Also echt. ich freue mich riesig drauf. Ich bin ein riesiger Soulsborne-Fan. Ich glaube, das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, war Sekiro damals, weil Sekiro eher wie ein Fighting-Game gewirkt hat, mit diesem ganzen Auswendiglernen und sowas. Ja, was machst du da jetzt? Mein liebstes Soulspawn. Ne, also für mich war es gar nicht, auch weil man sehr eingeengt war im Spielstil, den man musste diesen Spielstil wählen und konnte keinen anderen. Das fand ich immer war das Schönste eigentlich an den Soulsborne-Spielen, dass du so deinen eigenen Weg durchfinden musstest und das ging gar nicht bei Sekiro, deswegen war Sekiro nicht so spannend für mich. Den Rest finde ich super cool. Ich freue mich riesig drauf und ich habe mir, wie gesagt, das Night Rain hieß, ich weiß es grad nicht mehr, der Elden Ring Spin-off. Das interessiert mich tatsächlich gar nicht, weil finde ich 'n bisschen zu wild, aber so 'ne bessere Online-Erfahrung habe ich mir eigentlich immer für die Souls-Spiele gewünscht und ich hoffe, sie experimentieren auch 'n bisschen. Also, auch wenn ich den Spin-off von Elden Ring nicht interessant finde, ich finde es gut, dass sie experimentieren, und so 'n neuen Twist in die Formel geben wollen und das hoffe ich bei Dustplatz auch und hoffe, dass es mir diesmal gefallen wird, was sie da experimentieren. Aber ich glaube, da gibt's sehr viel Potenzial. Ich kann mich an ein Multiplayer-Spiel erinnern von vor, ich glaube, 20 Jahren ist das schon, das ist leider nie rausgekommen. Ähm, Die hatten einen super interessanten Ansatz, 'n Singleplayer-Spiel mit 'm Multiplayer-Spiel zu kombinieren, wo du eine Singleplayer-Passage hattest und die nächste Passage war dann eine Online-Passage mit anderen Spielern. Also, das hat dann immer so 'n bisschen geswitcht und so was könnte ich mir zum Beispiel bei 'nem Elden Ring, so bei 'nem Soulsborne-Spiel auch super vorstellen. Du hast so Singleplayer-Passagen und dann kommt irgendwie was, wo andere Spieler sind, wo man sich irgendwie gegenseitig jagen muss oder so was. Und sie hatten so Ansätze ja schon mit dem Bell Tower und sowas, mit diesen speziellen Covenants, wo du dann andere überfallen konntest und sowas in Regionen. Und wenn sie sowas ausbauen, ich glaube, das wäre der absolute Wahnsinn. Ist spannend. Wir beide sind, glaube ich, wir sind die unterschiedlichen Seiten der From Software-Münze irgendwie. Ich fand Sekiro genau deswegen besser als andere Soulspawn-Spiele, weil mich stresst es, einen Charakter hochzuleveln und den potenziell zu verleveln. Und ich fand es fantastisch, dass ich mit Sekiro quasi, dass es mehr Action-Adventure war und ich einen Charakter habe, den ich lernen muss, aber der mir quasi mehr oder weniger vorgegeben ist. Und ich einfach in dem Framework, was mir das Spiel an dem Punkt dann vorgibt, damit arbeiten muss und nicht einfach
ne, nicht einfach, aber dass ich quasi nicht meinen eigenen Charakter in irgendeiner Form hochziehen muss und mir überlege, okay, Magie oder Nahkampf, Schild oder kein Schild. Oder so, dass mir die Sachen einfach weggenommen wurden, war für mich eine Riesenerleichterung in dem Spielstil. Ja, aber das Die Also, anderen Plot, nichts mehr ich zu war Dusk nicht Bloods zu erzählen? Ich finde, es sah krass aus, aber ich müsste es mir also, ich würde es mir niemals ich muss es mir angucken. Ja, ich vertraue da From Software irgendwie blind. Also, ich fand sogar Dark Souls 2 gut. Ich glaube, da würden mich einige sogar für lynchen, aber ich hatte meinen Spaß dran. Ich habe das sehr viel gespielt. Ne, ich bin Und da mehr so zurückhaltend wegen dem PvE-Ding. hm, Äh, das kann geil sein, das kann aber auch also, ich bin da einfach nicht so 'n großer Fan von. Das ist halt auch das, was mich bei, Ja, mich auch. ähm, Hunt Showdown nervt. Ich finde das Spiel geil, ich habe aber überhaupt keinen Bock auf Deswegen habe irgendwelche ich auch fremden aufgehört. Leute. ja. vielleicht Ah, vielleicht gibt's ja eine Alternative, wo man statt andere Spieler Bots hat, die man dann jagen muss oder was auch immer. Wir wissen's ja noch nicht, was kommen wird, was diese Ne, Komponente deswegen, ich sein muss mir wird. das angucken. Ich kann mir das aber geil vorstellen auf jeden Fall. Es ist ein Spiel für ein Handheld. Also, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es, irgendwie eine Art Ja. Offline-Modus gibt. Das kommt Ja. dazu oder dass es Richtung, Extraktion auch geht, was ja wie Hunt Showdown, weil du kürzere Runden hast. Also, dass du ein Spiel hast, was eben auf Runden basiert, wo du dann reingehst oder sowas und dann wieder rausgehst. Das ist natürlich jetzt alles absolutes Rätselraten. Es gibt Ähm, viele, potenzielle coole ja. Möglichkeiten, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall super gespannt und super hyped, weil wie gesagt, From Software hat so selbst wenn sie was machen, was mir nicht so gefällt, ist es meistens trotzdem High Quality Shit bis zum geht nicht mehr. Also wie in Sekiro oder jetzt das Elden Ring Spin-off, das ist nicht meins, aber das ist trotzdem geil, was sie abliefern. Und, Ja. ich glaube, From Software ist so konstant damit, dass ich zumindest denen einen gewissen Vorschuss gebe an: „Ich bin hyped.“ Also, Haben sie sich dass verdient, ja. wir das genau, sie haben sich verdient, dass ich, hyped bin. Ich glaube, das ist auch die einhellige Meinung, zu dem Thema online und, äh, das finde ich dann immer schön, wenn so was Überraschendes und dann so gut in der Community aufgenommen wird, dass sich die Leute einfach drauf freuen. Und es ist halt auch noch mal einfach eine Ansage, die jetzt gekommen ist auf ich hatte ja vorhin schon gesagt, der Third-Party-Support ist echt Ja. beeindruckend und Ja. das, finde ich, unterstützt das und das ist einfach eine Ansage an die Welt: „Ey, Nintendo ist im Multiplattform angekommen.“ Mhm. Was natürlich auch für die Zielgruppe sehr interessant ist, weil Switch wenn du exklusiv Switch gespielt hast, hast du unfassbar viel verpasst, was das allgemeine Gaming angeht. Und vielleicht ist das dann auch ein Grund für Leute zu sagen: „Ich kaufe mir die Switch und nichts anderes, weil ich kann die Spiele zwar in schlechterer Qualität, aber ich kann sie trotzdem spielen.“ Kann auch ein Argument dafür werden, weswegen sich die Switch dann vielleicht Switch 2 gut Es verkaufen ist auf wird, jeden weil Fall 'n Schritt in die richtige Richtung. ja, Und gerade sowas wie Cyberpunk oder auch, für mich persönlich, ich bin super interessiert daran, wie Star Wars Outlaws am Ende auf der Switch 2 aussieht, weil, Spiel, das keine, PS4 oder Xbox One-Version bekommen hat damals, Ja. oder was heißt damals? Ich glaube, es ist kein Jahr her, dass es rauskam. ja. Und, nach eher verhaltenen Kritiken, so je länger das Spiel am Markt ist, desto, mehr Fans hat es irgendwie gefunden. Vielleicht also, sehr großes Vielleicht, aber vielleicht könnte sowas auch ein zweiter Frühling sein Mhm. für Spiele, die irgendwie beim ersten Mal nicht gelandet sind und nicht ihre Spielerschaft gefunden haben, wenn der Port kompetent ist zumindest. In dem Sinne, In dem Sinne, Ja, ich glaube, wir genug könnten noch Nintendo. über sehr viel davon sprechen, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Vielleicht beim nächsten Mal noch Ja, mal ein bisschen, kann man ja. wenn auch mehr Infos da sind. Vielleicht sind da ja, noch wenn wir mal mehr mehr Infos gesehen da zum haben, mehr ja, zum mehr einordnen, ja. auch nach der, Mario Kart Aber Direct. eine Sache vielleicht doch noch mal ganz klar, Juni, finde ich, Kira hat es vorhin schon mal ein bisschen erwähnt, so mit Jahresmitte, aber ich glaube, das ist noch mal herausstechend. Das hat mich auch überrascht, dass es doch so früh kommt. Also, Ja. Juni, Ja, das ist ist ja schon bald. ja, es ist nicht mehr lang. Äh, Fand fand ich auch sehr cool finde ich auch sehr cool. Ich finde, Juni Ja, ist ehrlich gesagt für sehr 'n gute Handheld Entscheidung. auch 'n gutes Startfenster. Ja, So, das man finde ist ich mehr auch. unterwegs, ne? Man ist im Urlaub, die Kinder wollen dann vielleicht, weil man in Urlaub fährt, 8 Stunden mit dem Auto: „Hier, Switch 2, haltet die Schnauze.“ Ich glaube, Ich da könnte werden mir v viele Eltern auch kaufen wollen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass du da weniger Konkurrenz auch einfach hast. Ja, das kommt auch noch hinzu, ja. Ne? Wenn jetzt alle wie üblich zu Weihnachten releasen. Ja, ist was dran. Ich versuche ja eine zum Launch zu bekommen und wenn das klappt, dann kriege ich die Switch 2 am Donnerstag und am Freitag bin ich mit Freunden auf einem Festival, wo wir uns ein Airbnb gemietet haben, aber. Ich wollte gerade Und sagen, dann so wird die wird's. Switch 2 direkt geklaut. Nein, in einem Zelt würde ich die nicht liegen lassen. Aber es wird fantastisch, morgens einfach aufzuwachen und dann erstmal mit Leuten eine Runde Mario Kart World zu Ja. spielen, wo es noch keiner so richtig kennt und einfach Sachen freispielen und Das wäre krass, die ja. Welt erkunden und so. Da habe ich richtig Bock drauf. Also, ich hoffe, ich auch bekomme eine. Wie gesagt, wenn nicht, dann ist es auch okay, aber, ich fahre Ende Juni mit einigen Freunden nach Kroatien. Wir haben uns so 'ne Villa gemietet, und dann für abends irgendwie so, wenn den Tag ausklingen zu lassen, Switch 2 eben mit Mario Kart World und so, ne? Das wäre schon geil. Ja, so bei 'n paar Drinks dann noch spielen. Ich glaube, das stelle ich mir auch richtig cool vor. Deswegen, ich hoffe mal, ich kriege sie. Wenn nicht, wie gesagt, ist okay. Aber sehen wir mal. Ja. Es hat mir tierisch Spaß gemacht, da mit euch drüber zu diskutieren, gerade weil wir alle in irgendeiner Form andere Meinungen zu einzelnen Themen oder Aspekten der ganzen Präsentation hier hatten. Hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bevor wir hier auseinandergehen, nochmal der Hinweis: Lasst uns ein Abo da. Der Kanal ist noch sehr klein. Wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr uns abonniert und ein Like da lasst. Also die Sache mit der Glocke und so, ihr kennt den ganzen Kram. Und wir haben auch einen Community-Discord-Server für euch. Die Verlinkung findet ihr in der Beschreibung. Und auch da würden wir uns freuen, wenn ihr reinguckt. Gebt uns Feedback oder diskutiert mit uns über die Switch 2. Vielleicht habt ihr noch eine Meinung, die bei uns vielen jetzt heute nicht vertreten war. Wir sind da sehr regelmäßig aktiv. Ja. Wir sind auf jeden Fall aktiv. Ja, genau. Und so oder so freuen wir uns, dass ihr euch entschieden habt, eure Zeit mit uns zu verbringen. Ich hoffe, ihr seid in 2 Wochen wieder da. Ciao. Bis dahin, fickt die AfD und macht's gut. Ciao, ciao.